Oh, Igitt. Da war immer noch der Widder drin. Du da hinten, du schaust so ein bisschen irritiert rein. Du hast nicht verstanden, worum es sich hier gerade drehte, oder? Ist auch nicht schlimm, keine Sorge. Aber das sagt mir, dass du Part 1 nicht geschaut hast. Würde ich an deiner Stelle nachholen, weil dann hast du von dem Video hier auf jeden Fall mehr. Und alle anderen, Aloha zurück zum finalen Teil des Quintet-Quintetts. Zuletzt waren wir in Asien, wo die Menschheit erwachte, und haben dann noch die ghulischen Einwohner einer Zombie-Stadt zur letzten Ruhe gebettet. Und das sollte ich hier auch noch tun. In Europa erreicht Ark das Städtchen Loire. Die meisten Leute denken, dies solle Paris sein, aber da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Zunächst einmal, Loire ist eigentlich keine Stadt, sondern ein Fluss. Und die Gegend, durch die er strömt, wird Loire-Region genannt. Doch warum sollten die Autoren ihre Repräsentation einer französischen Stadt nach einem Gewässer bzw. eines großen Gebietes benennen? Ich könnte mir vorstellen, dass man sich bei Quintet nicht auf eine einzelne französische Stadt festlegen wollte, sondern, um möglichst viele Aspekte abdecken zu können, eine Fusion vieler berühmter Städte anstrebte, die an der Loire liegen. Also beispielsweise Nantes, Orléans und Tours. Paris ist dennoch nicht aus dem Rennen in der Diskussion, denn das Schloss des Königs liegt abseits der Stadt auf einer Art Insel, was vielleicht an die Ile de Paris erinnern soll. Wie dem auch sei, Ark ist in die Zeit des Absolutismus gestolpert. Nicht umsonst beschreibt das Volk seinen Regenten als absoluten Tyrannen, der zu viel feiert. Zudem wartet hier eine Kultur nur darauf, sich endlich entfalten zu dürfen. Doch werden alle frischen Entwicklungen durch die strenge Gesellschaftsordnung gehemmt. Der König selbst hat ein ganz anderes Problem. Die Prinzessin ist verstummt, und wer sie wieder zum Sprechen bringt, der bekommt sie zur Frau und das halbe Königreich dazu. Na gut, den zweiten Teil habe ich mir nur ausgedacht. Ark beschließt daher am nächsten Tag, das Schloss aufzusuchen und für heute im Gasthaus zu verbleiben. Dort wird er beinahe Opfer des betrügerischen Wirtes, als eine heroische Melodie erklingt. Das ist das Thema von Lady Fida, der Leibwächterin der Prinzessin, sowie starker Arm des französischen Königs. Wie ein Mann kann sie fighten, sie kann fechten und streiten und bleibt trotzdem immer eine Frau und ein Liebling der Fans. Und das, obwohl die Damenwelt jener Epoche ja nicht wirklich so in solchen Berufen vertreten war. Okay, Ausnahmen und so. Im Schloss erfährt Ark, dass die Prinzessin ihre Stimme durch eine Art Schockerlebnis verlor. Was genau das war, erzählt uns niemand. Allerdings begegnet ihm in den Archiven der Burg und in so manchem Gespräch der Name Storkolm, ein Örtchen weit im Norden. Also, Stockholm ist eine Stadt in Norwegen, die vom geheimnisvollen Norvesterwald verborgen ist. Diesen Wald kann man nur mit einem Artefakt namens Hermesglocke durchqueren, weil sonst verirren. Jene Glocke wurde von einem einfachen Soldaten gefunden, der sie König Olaf von Frankreich übergab, worauf dieser einen Feldzug gegen Stockholm. Okay, können wir einfach Stockholm sagen? Stockholm klingt so dämlich, auch wenn es an der falschen Stelle liegt. Also jedenfalls, der französische König nutzte die Hermesglocke, um die Bevölkerung von Stockholm abzuschlachten. So zumindest die Andeutung in Loires Bevölkerung. Auch dem Soldaten aus dieser Geschichte begegnet Ark, Loires örtlicher Saufnase Louis. Der bekam die Glocke von einem Mann aus Spanien. Warum ich euch mit diesen ganzen Details belästige, die sind nicht ganz unwichtig, wenn wir den Plot von Terranigma wirklich verstehen wollen. Louis erzählt außerdem, dass ihn die Schuldgefühle nach dem Massaker von Stockholm in den Alkoholismus trieben und dass nur ein kleines Mädchen die Ereignisse überlebte. Na, wer das wohl gewesen sein mag? Vielleicht jemand, der wegen eines schockierenden Erlebnisses seine Stimme verlor? Aber das ist nicht die einzige seltsame Sache an der Prinzessin, sondern auch, dass sie Melina ist. Beziehungsweise sie sieht aus wie die Melina, mit der Ark in der Unterwelt damals herumtortelte. Diese hier erkennt ihn leider nicht wieder und weist ihn daher ab. Unser Held beschließt all diesen Hinweisen nun nachzugehen und sich nach Skandinavien zu begeben.
Doch zunächst braucht Ark ja die Hermesglocke des Königs, um überhaupt durch den magischen Norvesterwald zu gelangen. Ein Schlafmittelchen im Eintopf später und das ganze Schloss ist in tiefen Schlaf gefallen. Ja, haha, Arks erster Europa-Ausflug gestaltet sich also recht märchenhaft. Klassische Elemente wie die Hand der Prinzessin, wenn jemand ein Problem für den König löst, der betrügerische Wirt, das Schloss, bei dem alle einschlafen, wo sie gerade standen, das sind alles Dinge, die einem gerne auch bei den Grimms begegnen, was natürlich perfekt nach Mitteleuropa passt. Und Robin Hood, der passt jetzt nicht ganz so gut hierher, also weder literarisch noch topografisch, aber es ist eben ein netter, historischer, mit dickem Fragezeichen, Auftritt. Tief im Norvesterwald ertönt ein schriller Schrei. Es ist Meilin! Moment mal, Meilin? Das Mädchen aus Fernost. Die ist allen Ernstes von der Wüste Gobi bis nach Skandinavien gelatscht. Wow, ich frag mich warum... Oh. Oh je. Die nächste Überraschung ist Stockholm selbst. Ein perfektes Ebenbild von Arks Heimatdorf Christa. Vor dem stehend, was in seinem alten Leben das Haus der Weber war, wird er kurz sentimental. Meilin wittert den Moment der Schwäche, um einen Flirtversuch zu wagen, der bei Ark auf taube Ohren stößt. Das Duo findet ein Familienporträt, das Melina samt ihrer echten Eltern zeigt. Und das bringt Meilin auf eine Idee. Sie wird ihre Trugbildkräfte dazu benutzen, um vor Melina die Illusion ihrer Mutter und ihres Vaters auftauchen zu lassen. Das sollte ihre Zunge schon lockern. Oder es könnte sie zutiefst verletzen und alte Wunden aufreißen, aber da denkt wohl keiner dran. Allerdings wird Linchen dies nur tun, wenn Ark seine Angebetete danach gefälligst für immer vergisst. Whatever, wenn wir heute eine Frau anlügen, dann können wir auch gleich zwei draus machen. Die eigentliche Illusion ist dann doch etwas feinfühliger als befürchtet. Die falschen Eltern tun nämlich gar nicht erst so, als seien sie echt und bitten ihre Tochter zu reden. Dem König, der an dieser kollektiven Wahnvorstellung teilnehmen darf, entfährt vor Entsetzen ein Geständnis. Das Massaker von Stockholm geht nämlich auf seine güldene Kappe. Und dann geschieht es. Die Prinzessin beginnt zu sprechen und der entgeisterte König wirft uns hochkant hinaus. Tja, irgendwas stimmt hier wohl nicht. Naja, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Am nächsten Morgen sieht alles ganz anders aus. Doch zunächst träumt Ark in dieser Nacht einen seiner eigenartigen Träume. Der Älteste erscheint uns und bezeichnet die Menschheit als Kind, das das Laufen noch lernen muss und das sich danach sehnt, aus der Dunkelheit geführt zu werden. Und das ist auch genau der Grund, warum wir erst hier von Arks neuem Ziel erfahren. Denn sein altes Anliegen, die Wiedererweckung der Welt, hatte er bereits in Eklemata erreicht. Lhasa und Luran waren zwei Episoden, in denen der Held kein offensichtliches, übergeordnetes Ziel verfolgte, sondern sich vielmehr um lokale Problemchen kümmerte. Lhasa war wichtig aufgrund seiner Symbolkraft als Ort der Erweckung der Menschen. Luran war wichtig, um zu zeigen, dass die Welt bereits eine Vergangenheit besitzt, angefüllt sowohl mit Leid als auch Freude, und Ark nicht einfach auf einem Planeten ohne Geschichte herumstolpert. Diese beiden, Lhasa und Luran, sind jedoch nicht die passenden Szenarien gewesen, um eines der Hauptthemen von Terranigma anzuleiern: die Entwicklung des Menschen und sein darin liegendes Potenzial. Darum sind wir eigentlich hier, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Terranigma hätte die Menschen ja auch durchaus erst mit Steinzeit, Antike, Mittelalter usw. einbringen können, doch stattdessen überspringen wir die neolithische Revolution, die frühen Hochkulturen und die Völkerwanderung, denn all diese Epochen sind gar nicht notwendig, um Terranigmas Motive darzustellen. Ark betrat Frankreich, während ein absoluter König herrschte, der nun nach unserer kleinen Darbietung beseitigt wird und sich das Volk erhebt, um souverän zu werden. Es beginnt die Zeit der Aufklärung, der Wissenschaft, des selbstbestimmten Menschen. Und genau darum haben wir Ark hierherhin begleitet. In eine eher entschärfte, guillotinenfreie Variante der Französischen Revolution, bei der der Held nun selbst an die Wahlurne darf, um frei über die Zukunft zu entscheiden. Die Epoche der Aufklärung ist in Terranigma aber nicht nur dazu da, um die Handlung geschichtlich klarer zu verorten, das schwankt sowieso ziemlich stark, wie wir noch sehen werden.
sondern ihre Ideen haben einen besonderen Bezug zu unserem Protagonisten. Ark ist nämlich, und man verzeihe mir die Schlaumeier-Vokabel, eine Allegorie für die Aufklärung. Seine Charakterentwicklung beginnt mit ihm als verantwortungsloses Kind, das nichts über die Welt weiß, in der es lebt. Er bricht dann aus der Isolation aus, er beginnt die Zusammenhänge seiner Umwelt zu begreifen. Er fängt an, eigene Entscheidungen zu treffen. Kurz, das Kind wird zu einem mündigen Erwachsenen, der den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Klugscheißer-Zitat, check. Wenn wir von der Betrachtung des Spiels noch einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir, dass die Aufklärung auch sehr schön die Brücke zwischen Illusion of Time und Terranigma schlägt. Bei Wills Abenteuer haben wir eine dunkle, mystische Welt mit verschollenen Schauplätzen und Aberglaube erlebt. Eine rätselhafte Vergangenheit, von der niemand sagen kann, ob sie jemals stattfand. Arks Reise führt ihn durch die echte Welt und diese befindet sich im Zwiespalt zwischen Weltreligionen und Wissenschaft, zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen Licht und Schatten. Der Mensch nimmt eine Sonderrolle in dieser Welt ein, wird aber dennoch nur als intelligentes Tier bezeichnet. Der Mensch ist in dem Sinne ein Tier, da er genauso wie alle anderen Lebewesen vom Licht erschaffen und von Ark geweckt wurde. Doch das, was die Menschen so außergewöhnlich macht, ist ihre schöpferische Gabe, ihre Umwelt zu verändern, während alle anderen Lebewesen von der Umwelt verändert werden. Pflanzen und Tiere erobern unbewusst und durch Evolution neue Lebensräume. Ein Prozess, der sich natürlich, scheinbar wie von selbst und unmerklich vollzieht. Der Mensch dringt bewusst, aus eigenem Willen und nicht mit Anpassung, sondern Erfindergeist in neue Regionen vor. Das fängt mit dem Bau einer Brücke an und hört längst nicht bei dem eines Luftschiffs auf. In Terranigma sind Pflanzen und Tiere nach ihrer Erweckung mehr oder weniger einfach nur noch da. Sie tragen zur Handlung nichts mehr bei, weil sie selbst nichts aktiv verändern können, sondern höchstens verändert werden. Um die Entwicklung der Menschheit hingegen dreht sich die gesamte zweite Hälfte des Spiels. Und die Frage, die Quintet hier stellt und dem Spieler zur eigenen Schlussfolgerung überlässt, ist, ob die Welt besser oder schlechter mit Homo sapiens sapiens dran sei. Ist euch bei der Musik schon einmal aufgefallen, dass während der Erweckung der Pflanzen, der Vögel und der Säugetiere jeweils eine sehr positive Musik mit dem Gefühl von mal Frieden und mal Aufbruchsstimmung herrscht? Wie aber klingt die Rückkehr des Menschen? Geheimnisvoll, unheimlich, Zwielicht. Als wäre nun etwas Ungeheuerliches in die Welt gekommen. Ein fleischgewordener Gott, der sich seiner Macht nicht bewusst ist oder mitunter gar nicht bewusst sein will. Die philosophische Frage, die Terranigma hier aufwirft, nämlich ob der Mensch Fluch oder Segen sei für die Welt, hat im Laufe der Jahre einen ironischen Beigeschmack bekommen. Und zwar, weil Fans anfingen, sie in einem anderen Kontext zu stellen. Nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt der Handlung oder der Intention der Autoren, sondern eher auf einer Metaebene. Die Streitfrage, die Terranigma-Fans nämlich wirklich spaltet, ist das Spiel an sich mit oder ohne Menschen besser? Einigen Leuten geht nach dem Himalaya viel von der besonderen Atmosphäre flöten, die dieses Modul besitzt. Zu dieser Streitfrage gibt es zwei durchaus valide Standpunkte. Denkweise 1: Terranigma ähnelt der unendlichen Geschichte, weil die erste Hälfte eine Abenteuerreise mit so ein bisschen philosophischen Gedanken ist, während die zweite Hälfte volle Kanne Philosophie und Charakterentwicklung in den Vordergrund stellt und sich daher reichhaltiger anfühlt. Hooray für die Menschen also! Nun aber Denkweise 2. Die erste Hälfte Terranigmas ist außergewöhnlich. Du bist der einzige Mensch auf der Erde, kannst aber mit allen anderen Lebewesen kommunizieren. Zu der Zeit, als das Spiel erschien, gab es nichts Vergleichbares. Die zweite Hälfte ist dagegen viel klassischer, beinahe ausgelutschter, mit so einer Prinzessin, dem Auserwählten und dem Retten der Welt. Buh, gegen die Menschen. Ich kann darauf ehrlich gesagt nur die dritte und feige Antwort geben: Ich sehe und betrachte bewusst die Vorzüge beider Hälften. Mir macht die Erschaffung der Welt großen Spaß, bin dann aber auch froh, wenn, abseits von Liam, mal ein paar NPCs auftauchen, die der Welt mehr Persönlichkeit geben und zu denen Ark unterschiedliche Beziehungen aufbaut. Ich meine, ist es nicht das, was ein guter Quintet-Jünger so tut?
In Zweifältigkeiten denken und bloß keine konkreten Antworten geben? Zwinker-Smiley? Neben dem Denkanstoß zur Menschlichkeit hat das Erscheinen des Ältesten noch eine zweite, praktischere Funktion. Er sagt dir, wo du als nächstes hin musst, nämlich nach Süden. Im Süden Frankreichs liegt allerdings das Mittelmeer, also ist schätzungsweise Südwesten gemeint und daher die Iberische Halbinsel. Bevor es dahin geht, erfährt Ark, dass der König letzte Nacht verstarb und die Prinzessin verschwand. Seltsamer Zufall, nicht wahr? Die Trauer beim Volk hält sich in Grenzen und man sieht die Gelegenheit für freie Wahlen gekommen. So, diese Sache mit der Abstimmung zwischen Jean und Louis ist nochmal ein ganz eigener und folgenreicher Aspekt im Spiel. Dem widme ich mich später, wenn wir auf die Entwicklung der Städte zurückkommen. Das wäre jetzt zu viel. Jetzt wird es nämlich erstmal Zeit, Loire Lebewohl zu sagen. Einem der wichtigsten Orte, neben Lhasa wahrscheinlich der wichtigste Ort im gesamten Spiel. Man betrachte einfach mal nur, wie viel Zeit ich diesem Abschnitt hier widmen konnte. Beflügelnd, geistig anregend, ja irgendwie zu einem Chanson inspirierend. Großes Bonjour in Loire, der Stadt in Frankreich. Ark, besuch doch mal das Schloss, denn der Wettbewerb startet gleich. Willst du an Melina ran, dann geh in den Wald. Du musst bis nach Stockholm, der Weg ist nicht so weit. Vorbei an geifernden Wölfen, vorbei an vielen Fledermäusen, hier sieht's aus wie in Köster, oh schau nur, ein schönes Bild, drum gib es doch mal der Mailin, vernebelt König Olafs Sinn, so fliegt seine Untat auch L'Enforêt. Großer Stadtstreich in Loire, der Stadt in Frankreich. Königsmutter durch die Prinzessin, schreibt die Bildzeitung dann sogleich. Er mit einem Volksentscheid setzt das nicht in den Sand. Jean oder Louis, die Zukunft in deiner Hand. Ark erreicht Portugal und dessen Stadt Aola, die ich bis an mein Lebensende Aloha nennen werde, wenn ich mich nicht genau darauf konzentriere, Ahola zu sagen. Aloha fluscht einfach viel besser durch die Lippen. Hier und später im Dungeon dieses Abschnitts sehen wir erstmals christliche Ikonografie. Wobei ich zugeben muss, dass es schon schmunzelnswert ist, wie die Leute hier zu einer höheren Macht beten, während der Erlöser persönlich unter ihnen herumflitzt und die Krüge des Pastors an die Wand pfeffert. Also, was passiert hier in Portugal? Es geht um einen Entdecker namens Columbo und der war auf der Suche nach einem neuen Kontinent für die spanische Krone und dann verschwand er kurz nach seiner Wiederkehr. Außerdem erfahren wir, dass die Königin von Spanien dem Wahnsinn verfiel, nachdem ihre 3 Söhne bei einer Schiffsreise ums Leben kamen. Ob es da einen Zusammenhang gibt. Also auf zum Schloss Toronia. Toro-Nia, weil Spanien und so. Doofe Wortspiele durften für Nintendo-Fans der 90er echt kein rotes Tuch sein. Schloss Toronia ist für viele Leute das einprägsamste Level von Terranigma. Nicht nur wegen des berüchtigten Bosskampfes, sondern auch weil die ganze Struktur des Gemäuers von dir erstmals verlangt, ein Gebiet wirklich zu verstehen. Die bisherigen Schauplätze konntest du relativ unproblematisch durchrennen und kamst irgendwann zum Ende. Der Komplex hier ist komplexer. Und dieser Zwang, sich mehr damit auseinandersetzen zu müssen, erhöht die Immersion. Zudem ist es schwierig, nicht direkt aufzuhorchen, wenn plötzlich das Castle of Dragoon-Thema aus den Lautsprechern donnert. Ich erwähnte schon die christlichen Symbole dieses Abschnitts, muss aber trotzdem kritisch sagen, dass das weitaus fokussierter hätte durchgezogen werden können und sollen. Die wiederverwendeten Grafiken aus den Türmen der Unterwelt verwässern die Motive meiner Ansicht nach. Dazu kommen die vielen, irgendwie willkürlichen Schlangendarstellungen im Thronsaal, weil das führt zwangsläufig zu der Frage, hatte die spanische Krone schon immer violette sinistre Cobra-Sitze oder wurden die erst später umdesignt, als die Monarchin irre wurde? Ich meine, ja, die Bibel hat eine recht populäre Schlange und das passt irgendwo dazu, dass der Endgegner im Schloss weiblich ist. Aber wenn ich nach noch mehr Strohhalmen greife, gehen die Pferde mit mir durch, weil die nichts mehr zu essen haben, also lasse ich das lieber. Wer Informationen sucht, die auch was wert sind, der geht wie im echten Leben in die Bibliothek.
3 Bücher sind hier von Interesse. In einem erfahren wir, dass die 3 spanischen Prinzen auf Kolumbus' Schiff starben und die Königin diesen persönlich dafür zur Verantwortung zog. In einem anderen Buch wird erwähnt, dass, wenn das Gleichgewicht von Licht und Dunkel gestört wird, ein Held erscheine mit einer besonderen Waffe, der die Balance wiederherstellt. Und Buch Nummer 3 ist der Bericht eines Soldaten, der in Skandinavien einen Schatz versteckte. Ein anderer neuer Aspekt, den uns Toronia bietet, ist das erste Mal, dass Ark einer bösen bzw. tückischen Seele begegnet. Bislang waren Seelen ausschließlich positive kleine Kügelchen, die uns entweder mit Informationen oder Lebenspunkten versorgten. Hier, und das ironischerweise ausgerechnet in der Kapelle, trifft Ark eine Seele, die ihn um Hilfe bittet, ihren Körper zu finden, nur um ihn anschließend mit eben jenem Leib zu attackieren. Dies verstärkt noch einmal die eben besprochene Mensch-Thematik und wie allein die menschliche Seele zwischen Gut und Böse wählen kann, während die Geister der Tiere und Pflanzen zuvor klar die Lichtseite anfeuern. Was unfreundliche menschliche Seelen angeht, im Keller ist einer dieser Gimmick-Miniboss-Kämpfe, der in den 90ern so beliebt war bei Spieldesignern. Ihr kennt die Sorte. 4 Viecher umringen einen und du musst dann das Richtige angreifen. Terranigma verwendet den sogar 2-mal. Danach eine Runde Ochs vorm Berg und dann ist das Puppentheater auch schon vorbei und wir stehen vor dem Endgegner, Frau Hadeshexe. Bisher warst du, wenn du immer brav kämpftest, stets auf einem passablen Level für den nächsten Bosskampf. Das ändert sich hier schlagartig und die meisten von uns erlebten einen Schock, als wir der Zombie-Lady nur popeligsten Schaden im einstelligen Bereich verursachen, während sie die Schlacht mit wenigen Treffern entscheiden kann. Okay, Zeit für das Lösungsbuch. Also hier steht ganz eindeutig, du musst mindestens Level 25 erreicht haben, um überhaupt eine Chance zu haben. Und so kam es dazu, dass viele Spieler eine lange und quälende Trainingssession einlegten, nur um die Hadeshexe besiegen zu können. Was dann dazu führte, dass sie für das restliche Spiel völlig überlevelt waren und keinen Gegner mehr ernst nehmen konnten. Irgendwie doof. Und auch seltsam, dass ausgerechnet Quintet ein solcher Fauxpas in Sachen Game Design passierte. Oder liegt das Problem vielleicht ganz woanders? Tatsächlich ist es so, dass die Hadeshexe, ebenso wie alle untoten Kreaturen in Terranigma, empfindlich gegen das Element Licht ist. Element? Ja, tatsächlich sind manche deiner Waffen mit einem Element gesegnet. Nur das Spiel versäumt es, dich darüber aufzuklären. Einem selbst, zumindest aus meiner Warte, fällt das bis hierhin nämlich nicht auf, weil, wenn du eine neue Waffe findest, sie üblicherweise sowieso stärker ist als deine letzte, weshalb du das nicht mit einem extra Element in Verbindung bringst. Setzt du gegen die Königin, also die Strahlenlanze aus Luran ein, dann wirst du feststellen, dass die etwas mehr Schaden verursacht. Aber auch nicht sehr beeindruckend, denn deren genereller Angriffswert ist nun viel niedriger als der aktuellen Waffe. Kurzum, was soll der Quatsch mit den Elementen? Wenn dieser Teil des Gameplays so nebensächlich ist, dass er erst in der Mitte des Spiels und dann auch nur kurz relevant wird und dort mehr verwirrt als alles andere, dann hätte man dieses Gameplay-Element vielleicht rauslassen und dafür ein anderes, ebenso vernachlässigtes schärfen können. Und das bringt mich zum Magiesystem, denn das ist die beste Möglichkeit, um Fräulein Hadeshexe effizient zu beseitigen. Einfach ein paar Mal an dem Finger ziehen, wo der Atomring drauf sitzt. Kein stupides Hochleveln, kein für das restliche Spiel viel zu stark sein. Zauber sind in Terranigma in Form von Ringen und Medaillen implementiert. Ringe sind für die Offensivmagie zuständig, während die Medaillen eher dem defensiven Gebrauch, also Heilung oder Teleport aus einem Dungeon dienen. Letztere sind daher tatsächlich nützlich, die Ringe hingegen seltenst. Bei normalen Feinden gibt es eigentlich nie einen Grund zu zaubern, außer vielleicht mal der Abwechslung halber, aber garantiert nicht, weil irgendwelche Äffchen oder Zombies so schwierig zu überwinden sind. Außerdem ist Magie in Terranigma eine endliche Ressource. Um magische Ringe zu erwerben, bedarf es nicht nur Geld, was endlos sammelbar wäre, sondern auch Kristalle, die in einer festen Anzahl über das gesamte Spiel verteilt sind. Das suggeriert dem Spieler natürlich, dass er diese wertvollen Zauberringe für Situationen aufsparen sollte, die ihren Einsatz rechtfertigen. Zum Beispiel bei Bossen? Nö, denn ohne ersichtlichen Grund verbietet dir das Spiel, deine Zauber bei einem Großteil der Endgegnerschlachten zu verwenden.
Einfach so. Darfst halt nicht. Edgy Badge. Darum kann ich es sehr gut verstehen, wenn du dann vor der Hadeshexe stehst und völlig vergessen hast, dass Magie überhaupt eine Option ist. Zumindest war das letzte Mal, als ich einen der Ringe einsetzte, beim Skorpion, ganz am Anfang des Spiels. Dabei hätte ich magische Unterstützung gerade beim Moloch gut gebrauchen können. Oh, der Spieleberater empfiehlt sogar beim Moloch den Einsatz von Zauberei. Na, ist das nicht toll, wie sehr der Autor hier gute Tipps gibt und nicht einfach nur eine Textbox vollkriegen wollte? Nach dem Ende der Hadeshexe finden wir Columbo im tiefsten Verlies des Schlosses. Er ist Quintets Christoph Kolumbus. Was für eine Überraschung. Ark verliert hier ein weiteres Stück seiner Naivität. Er muss einsehen, dass es so etwas wie Ungerechtigkeit gibt, da Columbo hier für eine Tragödie gequält wurde, für die er nichts konnte. Mehr noch, er deutet an, dass hinter seiner Gefangenschaft mehr steckt als Strafe, denn er habe auf seinen Reisen ein Geheimnis entdeckt und dieses werde er nur dem wahren Helden offenbaren. Früher oder später kommen wir also auf Columbo zurück. Es gibt nur eine Sache, die finde ich etwas zynisch, wenn auch vermutlich unbeabsichtigt von den Autoren. Columbo erzählt, wie ihm bei der Entdeckung der neuen Welt klar wurde, dass alle Menschen gleich seien. Der historische Kolumbus sah das, glaube ich, ein wenig anders. Nun ja, so wie Kolumbus seinen Zeitgenossen den Weg an neue Ufer zeigte, so macht das jetzt auch Columbo für Ark. Er gibt sein Wissen an die anderen Seeleute weiter, wodurch sich der Weg nach Amerika öffnet. Und die Hadeshexe? In anderen Versionen des Spiels trägt sie den Namen Bloody Mary. Und das ist der Beiname von Maria I. von England. Bis auf den Namen sehe ich allerdings keine Verbindung zwischen der historischen Bloody Mary und der Terranigma Bloody Mary. Die eine hat den Namen, weil sie Protestanten in England brutal verfolgte, die andere, weil sie eine untote Riesenbraut in Spanien ist. Allerdings hatte Maria I. neben Bloody Mary noch einen anderen Beinamen, und zwar die katholische, und den teilt sie sich mit Isabella I. von Kastilien, deutlich spanischer also. Jene Dame hat den historischen Christoph Kolumbus auf seine Reise geschickt und führte die Inquisition in Spanien ein, was man heutzutage durchaus als blutigen Wahnsinn betiteln darf. Und scheinbar stand sie später noch Modell für Chris Griffin. Ich denke also, dass die Hadeshexe eher auf Isabella I. basiert und man bei Quintet lediglich den Spitznamen der anderen katholischen so cool fand und diesen auf sie hier übertrug. Das würde dann auch bedeuten, dass es sich bei Schloss Toronia um die Burg Alcázar von Segovia handelt. Sorry, ich kann kein Spanisch. Hübsche Burg, würde ich gern mal in echt sehen und ein paar Kronleuchterrätsel lösen. Eines Nachts erscheint Lady Fida an Arks Bett. Anscheinend wird die Prinzessin von Loire verfolgt und soll übers Meer fliehen, wobei Ark die Rolle des Bodyguards übernimmt und Fida die Mörder jagt. Drum ist unser Held tags drauf am Hafen und die Reise geht los. Diese Überfahrt dient eigentlich nur dazu, dass Ark und Melina mal etwas Zeit miteinander verbringen. Anfangs ist Melly noch kühl und abweisend, doch nachdem er sie in der Nacht vor bösen Meeresgeistern rettet, beginnt sie endlich mit ihm zu sprechen. Sie wundert sich darüber, warum Ark so viel für sie riskiert, und er gesteht ehrlicherweise, dass es vor allem daran liegt, dass sie seiner Melina so ähnlich sieht, auch wenn die Persönlichkeiten so verschieden sind. In Nordamerika angekommen, ist Melina bereits auf und davon, hinterlässt Ark jedoch einen Brief. Sie gesteht darin, den König von Loire ermordet zu haben. Der habe Stockholm zerstört, um an ein Geheimnis zu kommen, das Melina hütet. Doch da auch noch andere Mächte nach dieser Heimlichkeit trachten, will sie allein weiterziehen, um Ark nicht noch mehr hineinzuziehen und zu gefährden. Ich würde ja sagen, er steckt eh schon bis zum Hals mit drin, da er den König entblößte und dich außer Landes schaffte. Jedenfalls ist Melina vorerst weg und Ark erkundet die neue Welt, die für ihn nicht ganz so neu sein dürfte. Immerhin hat er die Vögel damals schon in Nordamerika befreit. Nun, Angloamerika wird durch 2 Ortschaften repräsentiert. Liberita, Quintets New York, und Seeheim, der Platzhalter für Chicago. Anstatt nun aber in die Epoche der Gründerväter und der Kolonialzeit zu stolpern, macht Terranigma einen erneuten Zeitsprung, diesmal in Richtung des 19. Jahrhunderts, denn trotz Columbo bleibt Terranigma ein Spiel über das Zeitalter der Erfinder, nicht das der Entdecker, das war Illusion of Time. Und so trifft und unterstützt Ark verschiedene große Geister. Er hilft Thomas Edison bei der Entwicklung des elektrischen Lichtes und Alexander Bell bei der Entwicklung des Telefons. Beides natürlich stark vereinfacht und unter Weglassung historischer Querelen.
denn gerade Bell kommt in der Geschichte des Telefons nicht unbedingt gut bei weg. Antonio Meucci kann ein Lied davon singen. Der dritte Erfinder im Bunde ist Will, der die Gebrüder Wright repräsentiert. Ihn zu finden ist Ark nächstes Ziel, denn eine Flugmaschine könnte schon hilfreich sein. Will ist allerdings mit seinem Prototypen über den Great Lakes abgestürzt. Schön und gut, lenkt aber nicht von der Tatsache ab, dass wir uns nun dem erzählerisch und spielerisch schwächsten Abschnitt von Terranigma nähern. Philernigma, Spielzeitstreckung der unbrauchbarsten Art. Es gibt bei den Great Lakes eine Höhle, doch in die kommen wir nicht rein, weil ein Jüngling davor steht und auf seine Verlobte wartet. Und wir können deswegen nicht an ihm vorbeilaufen, weil ist halt so. Wie könnte auch einer wie Ark, der einst im Herzen Afrikas gewaltige Dämonen jagte, sich bitte an einem Softie in der Korthose vorbeidrängen? Nein, stattdessen macht Ark sich lieber auf den Weg nach Rio, um dort nach der Verlobten des Jungen zu suchen, anstatt dem Knaben einfach zu sagen: Dude, deine Verlobte ist nach Südamerika ausgewandert und hat sich nicht mehr bei dir gemeldet? Schon mal daran gedacht, dass sie sich vielleicht einfach einen heißen Latino gegriffen hat, der nicht wie ein Loser auf einer Brücke im Wald rumäumelt? Der Weg nach Lateinamerika ist vom reißenden Colorado versperrt, über den gerade eine Brücke gebaut werden soll. Und da es scheinbar keine Bäume im Herzland der USA gibt, latscht Ark nach Kanada hoch, um dort 9 Holzklötze zu sammeln. Es reicht nicht einfach nur aus, die 2 Walddämonen zu besiegen, nein, du gehst jedes Mal wieder rein und raus und farmst Holz. Dann gibst du die 9 Klötze ab, und zwar jeden einzelnen. 9-mal bestätigen, dass du den Holzklotz wirklich weggeben willst. Warum steht das hier überhaupt zur Wahl? Was soll ich denn sonst damit machen? Den Colorado anglotzen, dabei mit Holzscheiten jonglieren? Verdammt eins, was soll das hier? Hat der liebe Gott die Errungenschaft Brücke wieder dem falschen Land geschenkt? In Rio de Janeiro angekommen, hier Liotto genannt, beweist uns Terranigma einmal mehr, wie deep und ernsthaft und voll hochgradig kulturell wertvoll es ist. Indem es die gesamte Kultur Südamerikas auf Fußball und Karneval eindampft. Und kommt mir nicht mit deutscher Übersetzung. Das ist offenkundig schon so in der Originalversion, so which one is Pele? Und es ist ja auch gar nicht schlimm, diese Dinge zu versimpeln. Aber denkt bitte immer an Liotto, wenn mal wieder jemand Terranigma zu mehr hochstilisiert, als es eigentlich ist. In Liotto besteigt Ark ein Segelschiff, das ihn zum Nixenturm bringt, wo er die Nixe trifft, die mal die Verlobte des Jünglings war, die auf See starb und daher zur Meerjungfrau wurde. Mit ihrem Verlobungsring geht's zurück zu dem Hanswursttier, der scheinbar selbst ein Geist war. Und nun endlich kommen wir in die Great Lakes, wo ein großer Dungeon wartet, und auch dieser ist mit dem Wort Filler perfekt beschrieben. Während die vorherigen Abenteuerabschnitte alle ausnahmslos entweder eine klare Funktion im Plot inne hatten oder Arks Charakter weiterentwickelten oder ganz eigene Geschichten erzählten, hat diese Höhle einfach gar nichts. Und trotzdem ist es eine der umfangreichsten Dungeons im Spiel mit einigen der nervigsten Monster im Spiel. Warum? Nur damit es länger wird? Das Einzige, was an diesem Verlies gut ist, ist der Boss. Da dort gegen den typischen Videospielstrom geschwommen wird und sich der zweiköpfige Drache nicht als Feind, sondern als Verbündeter gegen die fiesen Seesternparasiten entpuppt. Ihr merkt schon, ich bin von dieser ganzen Amerika-Episode nicht unbedingt begeistert. Der ganze Abschnitt von Arks Ankunft in Amerika bis zur Rettung des Erfinders hat nur 2 wertvolle Momente. Das Debüt von Perry und das Wiedersehen mit Mei Lin. Perry ist ein junger Bursche, den Ark in Liberita trifft. Das geschieht gerade nachdem Melina bei Nacht und Nebel verschwand, weshalb unser Held hier etwas schwermütig ist. Perry merkt das und versucht Ark, obwohl der für ihn ein völlig Fremder ist, aufzumuntern. Mit einer Skateboard-Performance. Ich liebe diese Szene, aus genau den richtigen und aus genau den falschen Gründen. Einerseits ist die Musik so unfassbar eingängig, aber auch gar nicht mal so gut. Andererseits ist die Szene viel zu lang, was es schon wieder unfreiwillig komisch macht. Jedenfalls, ich mag Perry. Er gibt dem ganzen ernsten Kram, mit dem sich Ark noch rumschlagen muss und bereits musste, mal wieder eine freundliche, leichtherzige Note. Seine Funktion in der Handlung war für mich lange Zeit nicht ganz greifbar. Im Grunde könntest du ihn komplett weglassen und es würde sich nichts am Plot verändern. Perry ist also der neue Liam. Er ist ein Freund für Ark, ein Gleichaltriger, jemand, dem er vertrauen kann. Beide sind Waisenkinder und beide sind hier, um jemanden zu beschützen. Ark beschützt Melina, oder versucht es zumindest. Perry beschützt die jüngeren Kinder im Waisenhaus und ist dort so eine Art großer Bruder.
Wir werden Perry noch ein paar Mal im Spiel treffen, üblicherweise dann, wenn du gerade nicht mit ihm rechnest. In Rio begegnet Ark Mei Lin wieder. Sie beginnt direkt zu klammern und damit zu drohen, uns nie wieder allein zu lassen. Mehr noch, sie erwähnt nebenbei sogar, dass das Hotel Doppelzimmer habe. Zwinker, zwinker. Nun muss der arme Ark tatsächlich seinen Urlaub mit der minderjährigen Asiatin verbringen, obwohl er gar kein schwerbäuchiger deutscher Tourist ist. Angekommen bei Rios berühmter Jesus-Statue, einem der neuen 7 Weltwunder, faselt die Kleine noch mehr von Liebe und Liebespaaren und die Liebe kann nicht warten. Ulkigerweise wird die Sehenswürdigkeit hier auch nur Liebesstatue genannt, was es einfacher macht zu erklären, warum eine mongolische Wüstendame darauf abfährt und nicht so sehr auf, Jesus eben. Jedenfalls gesteht sie unserem Helden hier ihre Liebe, wobei direkt eine gewisse passiv-aggressive Forderung mitschwingt, diese Liebe gefälligst zu erwidern. Ark solle sich daher bald über seine Gefühle klar werden. Der Bursche geht im Hotel also ziemlich demonstrativ ins Einzelbettzimmer. Als sich Ark in der Nacht nochmal zu einem Spaziergang aufrafft, trifft er bei der Statue dieses Mal auf Melina. Auf die Unterwelt Melina, um genau zu sein. Zur großen Überraschung von niemandem war das alles nur eine Illusion, um Arks Herz zu testen. Linchen sieht nun ein, dass sie in der Friendzone gelandet ist und stürmt wutschnaubend aus der Stadt. Ich stelle mir das gerade vor. Mit einem Wald in Nordeuropa war sie überfordert, aber der brasilianische Dschungel ist kein Hindernis für eine Teenagerin. Zurück beim Plot. Nach dem Sieg über die Seesterne findet Ark den verschwundenen Erfinder Will. Will will ein Flugzeug bauen, doch wollen kann man viel, wenn der Wille zwar stimmt, aber die Chinesen alles Metall wegkaufen. Moment, weil was? Ja, also anscheinend gibt es in China einen Händler, der alles Metall aufkauft. Auf der ganzen Welt. Und eine Metallknappheit auslöst. Ich fand ja auch immer, dass Sarevok etwas Fernöstliches an sich hatte. Ark macht sich also mit seinem Schiff auf den Weg nach China. Genauer gesagt nach Yamai. Der Name ist vermutlich wieder so eine Sache der deutschen Übersetzung. Eigentlich handelt es sich hierbei um die Stadt Nanjing. Das, was mir bei diesem Ort stets am meisten im Gedächtnis blieb, war der warme, orangene Farbton, den die Stadt ausstrahlt. Außerdem brachte mich die Tatsache, dass in Amerika gerade die Glühbirne erfunden wurde, hier und in Tokio aber schon alles voller Neonreklame ist, immer zum Schmunzeln. So als wolle man schelmisch darauf hinweisen, wie weit voraus die Asiaten uns Westlern im Laufe der Geschichte oftmals waren. Im Hotel findet Ark eine alte Bekannte, Fida. Als wir sie das letzte Mal sahen, wollte sie sich um die Verfolger der Prinzessin kümmern. Das ging wohl schief und nun liegt sie hier in China mit Fieber ans Bett gefesselt. Ark hilft ihr ganz nach fernöstlicher Heilkunst mit Ginseng und erlangt dabei, aus irgendeinem Grund, Einblick in Fidas Fieberträume. Wir erfahren, dass sie nicht nur am Massaker von Stockholm beteiligt war, sondern dass sie persönlich Melinas Eltern tötete. König Olaf suchte den Schatz des Dorfes, doch weil die Einwohner nicht nachgaben, befahl er frustriert, die Bevölkerung hinzurichten, wobei sich Fida diesem Befehl trotz Protest nicht widersetzen konnte. Als einzigen Trost versprach sie Melinas Eltern, auf ihre Tochter aufzupassen. Das ist der Grund, warum sie so eine enorme Hingabe für den Schutz der Prinzessin zeigt. Es ist nicht nur ihre Pflicht als Leibwächterin, sondern auch das schlechte Gewissen, das Fida beherrscht. Den Ginseng erhält Ark übrigens bei einem Händler namens Otaku. Das ist der angeblich alles Metall aufkauft. Schon wieder vergessen, was? Kein Wunder, das erwähnt hier nämlich auch keiner mehr. Fast so, als hätte man einfach nur einen Grund gebraucht, um uns nach China zu lotsen. Außer Perry. Perry ist plötzlich in Yamai, um dich bei der Besorgung der Flugzeugteile zu unterstützen. Wie er nach China geskatet kam, bleibt leider unerwähnt. Anscheinend haben die Metallknappheit und Fidas Zustand etwas mit Otakus Bruder Wong zu tun, der momentan auf Burg Drachenfels residiert. Burg Drachenfels. Eine ebenso wie die Hadeshexe verrufene Stelle in Terranigma. Diesmal ist es jedoch kein unbalancierter Boss, der Spieler zur Verzweiflung bringt, sondern eine Änderung der Spielmechanik. Schleichen. Das Schloss ist voller Wachleute und sobald der Spieler in deren Lichtkegel tritt, heißt es zurück zum Anfang. Und ja, es ist tatsächlich so frustrierend, wie es klingt. Solche Spielchen waren noch nie spaßig, weder an Terranigma noch in den zahlreichen RPG-Maker-Spielen, die einem auch gerne mal sowas um die Ohren hauten.
Und so sehr ich jetzt gerne einen ordentlichen Verriss bezüglich der Schleicherei vom Stapel lassen würde, ich sehe durchaus die erzählerische Raffinesse darin. Es ist das seltene Storytelling durch Gameplay. Denn was uns dieser Abschnitt zeigt, ist etwas, das einem vorher vielleicht nie aufgefallen wäre. Ark tötet keine Menschen. Nie. Zu keinem Zeitpunkt im Spiel. Konkreter sogar, er tötet niemals Wesen der Oberwelt. Zumindest nicht im Kampf. Der Held setzt seine Waffe nur gegen Dämonen ein, weshalb er den Kampf vermeidet, wenn er es mit Menschen zu tun kriegt. Er ist ein Schöpfer des Lebens, nicht dessen Zerstörer. Schade, dass wegen der genannten Frustration Burg Drachenfels bei Fans schlecht wegkommt, denn rein plotmäßig passiert hier nach der Durststrecke in Amerika auf einmal so erfrischend viel und mehrere der Charaktere bekommen mal was zu tun. Zunächst einmal ist da Perry, der uns den Weg in die Burg ebnet und einen Teil der Wächter ablenkt. Im Keller der Burg findet Ark dann eine in Ketten gelegte Melina. Und zwar nicht etwa Oberwelt-Melina, wie man vielleicht vermuten würde, sondern die lilane Unterweltlerin. Wenn euch das verdächtig vorkommt, dann seid ihr schlauer als Ark, der prompt in eine Falle von Mei Lin stolpert. Linchen arbeitet nun für den finsteren Mr. Wong, der Befehl gab, Ark festzusetzen. Das kommt Mei Lin gelegen, denn sie sind auf Rache und hofft nun, Ark möge elendig verrotten. Auch mal eine interessante Formulierung für eine Kastrationsabsicht. Doch nicht verzagen, denn Ark erhält unerwartete Hilfe durch Lady Fida. Das Bündnis wird erneuert und beide ziehen aus, Melina zu finden. Ark findet auch Melina, aber ehrlich jetzt? Zum 3. Mal die Nummer mit Unterwelt-Melina. Und ich und damit auch Ark haben keine andere Wahl, schon wieder drauf reinzufallen. Hasenhirn trifft es gut. Und wieder ist es Fida, die Ark zu Hilfe kommt. Ich finde ja, so langsam sollte er die Melinas vergessen und lieber hier der Roten Ritterin den Hof machen. Sie tut immerhin das, was alle Spieler zu diesem Zeitpunkt gerne machen würden. Eine weitere Mei Lin'sche Eifersuchtstirade mit einer saftigen Schelle zum Verstummen bringen. Und wie passend! Ark befreite Fida aus ihrem Albtraum und nun revanchiert sie sich, indem sie ihn aus einer Illusion befreit. Keinen Moment zu früh, denn Wong wendet sich nicht nur gegen uns, sondern auch gegen seine mongolische ABM-Hilfe und versiegelt den Ausgang. Alles scheint verloren. Doch Perry! Ark findet schließlich die echte Melina, doch oh Schreck! Roy stellt sich ihnen in den Weg. Roy! Who the Fluffy is Roy? Roy ist ein Charakter, der bereits seit Loire immer wieder auftaucht, der aber jetzt erst aktiv in die Handlung eingreift, drum habe ich ihn zuvor noch nicht erwähnt. Roy war auf den ersten Blick nur einer der Anwärter auf die Hand der Prinzessin Melina. Ein arroganter Fatzke, der sich für unwiderstehlich hält und die Prinzessin nur des Geldes wegen heiraten möchte. Das nächste Mal begegnet man ihm im Norfesterwald auf dem Weg nach Stockholm. Warum er hier ist, das wird nicht so recht klar, aber es ist schon eigenartig, dass er den Weg hierher auf sich genommen hat, nur um Ark vor den Gefahren des Forstes zu warnen. Nach der Ermordung des Königs hängt Roy in einer Kneipe in Ahola rum und fragt Ark nach dem Verbleib der Prinzessin. Und nun entpuppt er sich schließlich als Handlanger von Wong. Seine Rolle wird also endlich etwas klarer. Roys Teilnahme am Wettbewerb war zunächst nur ein Vorwand, um sich Melina anzunähern. Ob er sie zu Wong schaffen sollte oder ob es wirklich darum ging, ihr einen Gatten vorzusetzen, der dann möglicherweise das Geheimnis von Stockholm aus ihr rausholt, ist unklar. Aber es ist ziemlich eindeutig, dass Roy bereits hier schon für Wong arbeitete, wenn wir diesem Dienstmädchen hier Glauben schenken. Demnach habe Roy bereits einige Zeit vor dem Wettbewerb schon mit König Olaf ein langes Gespräch geführt. Und warum sollte der persönlich irgendeinen Vagabund empfangen, sofern er nicht für einen der anderen Intriganten arbeitet? Dann der Auftritt im Norfesterwald. Roy scheint hier ohne Grund zu sein. Oder? Oder erwartet er, dass jemand Stockholm für ihn entdeckt? Entweder das, oder er hatte gehofft, Melina hier vielleicht abfangen zu können. Schließlich die dritte Begegnung, die in Portugal. Er erkundigt sich gezielt nach dem Verbleib der Prinzessin. Kurz darauf spricht Fida davon, ebenfalls in Portugal, dass Melinas Verfolger nah sind und sie deshalb schleunigst von hier verschwinden muss. Ich denke, es wird langsam klar, um wen es sich bei diesem Verfolger handelte. Roy will sich jedenfalls jetzt mit Ark duellieren, doch er hat seine Rechnung ohne Lady Fida gemacht, was dem Held und der Stockholmerin erlaubt zu entkommen.
Roy wundert sich, dass Lady Fida Melina weiterhin so treu dient, obwohl die doch gar keine Prinzessin mehr sei. Worauf Fida nochmal deutlich betont, dass Melinas Schutz alles ist, was für sie zählt. Diese Aussage führt zu einer seltsamen Anwandlung bei dem Söldner. Er sieht davon ab, Fida zu bekämpfen und will die ganze Truppe entkommen lassen. Der Grund dafür ist recht einfach. Roy hat durch die Machenschaften von Wong und dessen Mitverschwörern Freunde verloren. Etwas also, das Fida bei Melina bisher verhindern konnte. Überhaupt ist Roy eigentlich nur in Wongs Dienste getreten, um an die Namen der Hintermänner hinter Stockholms Vernichtung zu kommen. König Olaf ist bereits tot und Wong hat nun den Namen eines gewissen Beruga enthüllt. Und jetzt? Naja, Karma ist das Zauberwort. Wong, der eben noch Mei Lin beseitigen wollte, da sie ihm nichts mehr nützt, nützt nun selber Roy nichts mehr und wird beseitigt. Da wir gerade in Ostasien rumhängen, lasst uns mal kurz nach Japan, genau gesagt Tokio, rüberschauen. Das ist zwar zu diesem Zeitpunkt noch optional, aber nicht uninteressant. Das erste, was auffällt, ist, dass sich die Stadt ihre Musik mit Yamai teilt. Wenn man bedenkt, welches Verhältnis ausgerechnet Nanjing zu Japan hat, darüber will ich jetzt nicht spekulieren, dafür bin ich weder mit der Geschichte noch mit der Kultur beider Völker vertraut genug. Die nächste Auffälligkeit ist, dass das hier nicht Tokio, sondern Neo-Tokio ist. Das hat meiner Ansicht nach zwei Ursachen. Einerseits symbolisch, also das, was ich schon in Nanjing anmerkte, dass die ostasiatischen Städte deutlich moderner und technologischer anmuten als die restliche Welt und man bei Quintet neben der Moderne noch die Postmoderne einbauen wollte. Und andererseits werden es die starken Anime-Einflüsse sein, die die Entwickler während Terranigma immer wieder zeigen. Das Thema Neo-Tokyo, also ein neues, revolutionäres Tokio, war ein sehr populärer Schauplatz für Anime in den 80er Jahren, also einflussreich auf die Entwickler von Spielen in den 90ern. Am bekanntesten vermutlich Akira, aber auch der gleichnamige Episodenfilm Neo-Tokyo. Das wird später dann noch klarer, wenn wir sehen, dass es unter Neo-Tokyo noch ein zweites Gesicht der Großstadt gibt. Eine andere Sache ist das Quintet Easter Egg. Und hiermit habe ich es erwähnt. Es ist ein lustiger Gag, der aber nichts mit dem Rest des Spiels zu tun hat und ich erwähne es nur, weil sonst in den Kommentaren danach gefragt wird. Ich nenne es meine "Du hast das und das aber vergessen" Prophylaxe. Wie gesagt, Tokio ist bisher noch optional, widmen wir uns jetzt wieder dem Hauptplot. Nun, da mit Wongs Tod auch die Eisenkrise beendet scheint, bekommt Ark endlich sein Flugzeug. Damit stehen ihm ein paar neue Gebiete offen, aber auch nicht so viel. Die meisten Schauplätze lassen sich bereits mit dem Schiff erreichen. Das Flugzeug ist im Wesentlichen nur ein weiteres Zeichen für den anhaltenden Fortschritt, aber auch der Schlüssel zum Anfang des Finales von Terranigma. Wong sprach von einem Kontaktmann namens Beruga an einem Ort, der Devota genannt wird. Man kann sich also schon denken, in welche Richtung das dort gehen wird und ja, das trifft auffallend zu, der Name. Einerseits, weil die Menschen dort eine unterwürfige Verehrung gegenüber diesem Mann zelebrieren, doch andererseits stimmt auch die ursprüngliche Definition des Wortes devot, nämlich fromm gegenüber Gott sein. Kommt halt nur darauf an, wer dein Gott ist. Devota wird, wenn wir den Ort erreichen, übrigens nur Tempel genannt. Inhaltlich sicher auch nicht verkehrt, aber trotzdem irgendwie komisch. Ich meine, sogar der Spieleberater bekommt es richtig hin. Von diesem Beruga konnte Ark das erste Mal in Japan hören, wenn er zur Zeitung geht. Die japanische Presse nennt ihn größenwahnsinnig. Na, wenn die das mal nicht noch bereuen. Und außerdem, dass Beruga verschwunden sei. In Devota selbst sprechen seine Jünger davon, dass Beruga einst den Nobelpreis für seine Forschungen auf dem Gebiet der Biotechnologie erhielt und dass er in der Lage war, viele Krankheiten für immer zu besiegen. Nun widmet er sich dem Streben nach Unsterblichkeit, was auch erklärt, warum ihn die Menschen verehren und unterstützen: die Angst vor dem Tod. Ein Priester erklärt es damit, dass sowohl die Geburt als auch der Tod mit Schmerzen verbunden sind. Doch wenn niemand mehr geboren und niemand mehr sterben muss, dann würden die Schmerzen für immer verschwinden. Eine schöne neue Welt. Die Menschen erwarten Berugas Auferstehung, dennoch liegt er im Schlaf, im Kälteschlaf, um genau zu sein. Es scheint so, als wäre er der einzige Mensch, der die Apokalypse des letzten Erdenzyklus überlebt hat. Das heißt, seine Seele wurde nicht versiegelt und er ist als einziger Mensch nicht von Ark in Tibet erweckt worden. Und das grenzt ihn schon ziemlich krass von der restlichen Menschheit ab. Und irgendwie ironischerweise auch wieder nicht, denn er braucht ja trotzdem jemanden wie Ark, der ihn aus dem Kälteschlaf befreit.
Er ist also doch nicht ganz so anders, wie er vielleicht gerne wäre. So als wollten die Autoren sagen, es ist egal, wie sehr du versuchst, dich gegen die natürliche Ordnung zu sträuben, am Ende bist du trotzdem nur ein Mensch. Und oh ja, Beruga versucht wirklich einiges, um sich gegen die natürliche Ordnung aufzulehnen. Er ist quasi der Anti-Ark. Ark dient dem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, Beruga versucht diesen zu stoppen und ein ewiges Jetzt zu schaffen. Ark erweckt die Wesen der göttlichen Schöpfung und das Leben, Beruga will selbst Schöpfer sein und er schafft Unleben. Ark kämpft alleine, tötet aber keine Lebewesen, um seine Ziele zu erreichen. Beruga lässt für sich kämpfen und geht problemlos über Leichen. Ark respektiert die Natur und versteht sich als Teil von ihr. Beruga versucht die Natur nach seinen Idealen zu verbessern und umgibt sich ausschließlich mit Maschinen. Ark ist ein Wesen der Unterwelt, das aber für das Licht streitet. Beruga ist ein Wesen der Lichtwelt, dient jedoch der Unterwelt. An einer Stelle ruft Beruga sogar den Gott der Unterwelt an. Man könnte ihn quasi als Teufelsanbeter bezeichnen. Beruga ist ein sehr faustischer Charakter. Ein Gelehrter, der sich an den Teufel verkauft, um höher zu streben als alle anderen Menschen. Dieses Motiv der Hybris, also des Hochmutes, treffen wir darum in seinen beiden Labortürmen wieder an, die erneut Referenzen an den Turm von Babel und die vergangenen Quintett-Spiele sind. Der Turm zu Babel in ActRaiser 2 ist genau wie Berugas Turm ein Ort der Maschinen, an dem widernatürliche Dinge erschaffen werden. Und nicht zuletzt heißt es, dass Beruga den Schattenstern wieder erweckte. Ich komme nicht umhin, dabei an den Kometen aus Illusion of Time zu denken, der ja ebenfalls das Ergebnis von Biotechnologie war und das Leben pervertierte. Im Hauptcomputer des Labors erfahren wir, dass die letzte Apokalypse und der Untergang der Menschen mit einem Virus namens Asmodio zusammenhingen. Dieser löschte 90% der Weltbevölkerung aus, während die restlichen 10% durch Berugas Impfstoff gerettet werden konnten, aber schließlich verhungerten. Der Name ist eine Referenz an den Dämon Asmodeus und fügt sich hier als eine weitere Referenz zu Berugas Verbindung zum Teufel ein. Was nicht explizit gesagt wird, was wir aber erahnen können, ist, ob Asmodio von Beruga selbst hergestellt wurde. Es liegt zumindest nahe. Ark weist Beruga darauf hin, dass, wenn alle Menschen unsterblich wären, die Welt ja überquellen würde. Beruga antwortet darauf, dass die Unwichtigen sterben und nur die Wichtigen leben werden. Und wie könnte er das wohl anders steuern, als zum Beispiel über einen Killer-Virus und dessen Gegenmittel zu gebieten? Wie zum Beleg schalten wir rüber nach Neo-Tokio, wo sich plötzlich ein helles Licht ausbreitet und sich die entsetzte Bevölkerung auflöst. Das hat mich als Kind neben der Widder-Szene mit am meisten verstört. Nicht nur, dass eine Stadt ausradiert wurde, sondern dass es eine Stadt ist, die es wirklich gibt. Als Ark Beruga stoppen will, wird er von dessen Robowachen attackiert und erledigt. Er kann riesige Monster und gewaltige Kampfmaschinen besiegen, aber 4 kleine Kügelchen, die ihn cartoonhaft ankokeln, sind zu viel. Das war immer ein seltsamer Bruch in der sonst ernsten Stimmung dieser Szene. Und ja, mit erledigen meine ich wirklich erledigen. Ark liegt im Sterben. Der Dorfälteste von Christa erscheint ihm nun erneut und befürwortet Arks Dahinscheiden. Der habe seine Aufgabe erfüllt und die Welt erweckt, nun wird Beruga für ihn übernehmen und aus der Welt ein Paradies machen. Ark begreift das alles nicht und kann doch nichts mehr an der Situation ändern. Er kann nicht glauben, dass das der große Plan der Schöpfung gewesen sein soll. Dieser ganze Abschnitt mit Beruga ist einer der stimmungsvollsten in ganz Terranigma. Im Gegensatz zu Wong, der einfach nur da war, wird Beruga sehr spannend aufgebaut. Du erfährst von ihm in der Zeitung, irgendwie hängt er mit der Verschwörung von Stockholm zusammen und in Russland wird er wie ein Gott verehrt. Dann findest du sein Versteck, ein vergessenes Labor irgendwo in der Tundra, dunkel und leer. Du siehst fast nichts und hier lebt auch nichts. Du fährst nach und nach die Systeme hoch, liest in den Datenbeständen Berugas Verbindung zum Schicksal der Menschheit und schließlich, wenn du ihn triffst, musst du erkennen, was für ein Monster du hier aufgeweckt hast. Dazu läuft im Hintergrund die ganze Zeit diese düstere, chorartige Musik. Allerdings ist es ein Synthesizer-Chor, was die Künstlichkeit dieses Ortes nur noch verstärkt. Die einzige Kritik, die ich an dieser Stelle habe, ist, dass nicht ganz klar wird, warum Ark überhaupt ein Interesse daran hat, Beruga zu treffen. Wir als Spieler wissen, dass wir ihn treffen müssen, aber woher weiß es Ark? Als Wong den Namen Beruga fallen lässt, war der Held schon längst nicht mehr da
und danach gibt es keinen Dialog, der davon handelt, nach Devota reisen zu müssen. Dabei wäre es so einfach gewesen, wenn die Macher Fluffy dafür verwendet hätten, der ja, wie wir noch sehen werden, sowieso ein Interesse an Berugas Machtergreifung hat. Man könnte sogar sagen, die Gründe für Ark, die Initiative zu ergreifen, wurden im Laufe des Spiels immer schwächer. An König Olaf geriet er noch gezielt, weil er Melina helfen wollte. Bei Wong war es dann schon deutlich schwammiger mit dieser „Ich brauche ein Flugzeug, aber in China kauft einer das ganze Metall". Und bei Beruga gibt's eigentlich nur ein Zusammentreffen, wenn der Spieler zufällig durch Russland kommt. Ark als Charakter in dieser Geschichte, hat nicht wirklich einen Grund dafür, Beruga treffen zu wollen. Nach Arks Zusammenstoß mit dem Wissenschaftler, der Wissenschaft ironischerweise zur neuen Religion machte, hört er nun die Stimme eines wahren Heiligen, Lord Kumari. Dieser holt Ark zu sich nach Lhasa, wo er genesen und neue Hoffnung schöpfen kann. Schon das zweite Mal, dass Ark nach einem entscheidenden Punkt in der Handlung in Tibet erwacht. Man könnte meinen, dieser Ort wäre wichtig oder so. Wird also Zeit, dass wir unseren Kumpel mit der Glatze etwas genauer betrachten. Erst oberflächlich, was er tut und so, und dann, was es eigentlich bedeutet. Arks letzter Satz am emotionalen Tiefpunkt seiner Reise lautete: „Ich will nicht sterben, ohne zu wissen". In diesem Moment schaltet sich Kumari ein. Er sagt, Ark stünde außerhalb des Rings des Schicksals und er könne es deshalb verändern. Der Ring des Schicksals ist eine Metapher für den Kreislauf, in dem sich die Erde befindet. Wir erinnern uns an die Sequenz damals bei der Erweckung der Menschheit. Ein Held erwacht und bringt das Leben in die Lichtwelt. Das Leben entwickelt sich und der Held stirbt, wenn seine Aufgabe erfüllt ist. Die Kräfte der Dunkelheit zerstören das Leben und alle Seelen werden versiegelt, bis sich ein neuer Held erhebt und den Prozess von Neuem startet. Doch nun tritt eine Veränderung ein. Der Held überlebt seine Aufgabe. Der Ring des Schicksals ist zerbrochen, die Karten werden neu gemischt, alle möglichen tollen Metaphern, und der Held kann sein Schicksal und das Schicksal der Welt verändern. Eine neue Aufgabe erwartet ihn nun. Er muss die 5 Mondsteine zum Grab des Helden bringen. Daraufhin werde das goldene Kind erscheinen und den Ring des Schicksals wieder schließen. Einiges an Info. Und das ist nicht das letzte Mal, dass Kumari uns erleuchtet. Ziemlich viel Zeug für einen Typen, der quasi 97% des Spiels ein völliger Nicht-Charakter ist und den ich damals beim ersten Mal spielen zu diesem Zeitpunkt schon längst wieder vergessen hatte. Aber warum ist er nun so wichtig? Naja, ich habe ja einmal schon erwähnt, dass er die Rolle des Dalai Lama einnimmt und in einem Spiel mit so starken buddhistischen Einflüssen kannst du so jemanden da nicht komplett außen vor lassen. Was aber wesentlich aufschlussreicher, informativer und interessanter ist an ihm, ist, was der Name Kumari überhaupt bedeutet. Eine der Bedeutungen des Wortes Kumari ist, dass es sich um einen alternativen Namen für die Göttin Durga handelt. Und Durga wiederum ist bekannt dafür, den Dämon der Nichterkenntnis besiegt zu haben. Anders ausgedrückt, Kumari steht für den Kampf gegen Unwissenheit. Und das ist ja genau das, was unser Terranigma Kumari auch tut. Er führt Ark auf den Pfad der Erleuchtung, indem er ihn auf die Suche nach dem goldenen Kind und damit seinem eigenen Schicksal schickt. Wann genau schaltete sich Kumari nochmal in die Handlung ein? Mit Arks verzweifeltem Wunsch: „Ich will nicht sterben, ohne zu wissen". Zu den Mondsteinen. War davon nie so recht ein Fan. Wir sind hier mitten in dem sich zuspitzenden Konflikt mit Beruga und dann kommt so ein etwas Final Fantasy-artige Sammel die Kristalle, um die Welt zu retten Kram. Funktional gesehen, im Hinblick auf den Spielablauf, ist es nichts anderes als eine Atempause zwischen den beiden großen Beruga-Dungeon. Inhaltlich gesehen, warum 5 Steine? Vermutlich um die 5 Kontinentalmassen zu repräsentieren. Damit schlägt man auch gleich noch die Brücke zu den 5 Türmen vom Anfang des Spiels, die ja eben diese 5 Kontinente erweckten. Ein Mondstein befindet sich im Herzen der Sahara in Afrika. Ark findet das Skelett eines verendeten Menschen und bemerkt dessen eigenartigen Schmuck. Es ist nicht nur einer der Mondsteine, sondern auch der Schatz, den Liam damals bei seiner Mutprobe in der Schlucht fand. Er wollte den Stein doch für immer als Andenken behalten. Die Implikation ist klar, Menschen fanden das Paradies der Tiere und einer von ihnen nahm dem Löwenkind den Mondstein ab. Schätzungsweise gewaltsam. Der zweite Mondstein, der von Nordamerika, befindet sich in Grönland und hat, statt eines so schwermütigen Anstrichs, eher etwas von Comedy.
Ein Dorf voller Pinguine. Super niedliche Pinguine, die auf Schlitten durch die Gegend düsen, lustige Hüte aufhaben und sich künstlerisch betätigen. Ich liebe es. Da könnte man glatt vergessen, dass Pinguine eigentlich in der Antarktis und nicht der Arktis leben. Der Angry Nintendo Bird. Diese Stelle ist nicht nur tonal ein willkommener Ausreißer, sondern man betrachte sich auch mal die Mühe, wie viele neue Grafiken für diesen winzigen Abschnitt extra erstellt wurden. Die ganze Iglu-Einrichtung, diese Betten und Wandschmuck, alles im Pinguin-Stil, das gibt's nur hier. Und wofür? Weil ein Pinguin-Männchen seinem Weibchen aufwarten möchte, doch scheint ihm etwas zu fehlen. Ark überlässt ihm daher eine Orchidee und bekommt dafür den Mondstein. Weiter geht's nach Australien. Dort auf dem Gipfel von Ayers Rock trifft Ark einen Wissenschaftler, der Ark ins Grübeln kam. Der Mann prophezeit den Weltuntergang, weil die Menschen den Respekt vor der Natur verloren haben. Er überlässt uns den Mondstein und wir ihn seinen düsteren Gedanken. Diese ersten 3 Steine konnte man quasi einfach so einsammeln. Der in Südamerika verbirgt sich hinter der vermutlich abstrusesten Sequenz im ganzen Spiel. Und das will was heißen. Eine Vision erwartet den Helden. Ark wird Teil eines lang vergessenen Rituals, bei dem all seine Freunde scheinbar mitmachten. Naja, nicht wirklich. Vielmehr sind die Erscheinungen hier zwar Personen aus einer fernen Vergangenheit, aber ihre Gestalt wird aus Arks Erinnerung geformt. So reim ich's mir jedenfalls zusammen. Die Leute hier hatten so eine Art magischen Kelch. Eine Person wird mit diesem und 5 weiteren Kelchen versiegelt. Nach einem Jahr wird die Person von 2 Priestern befreit und wenn sie dann noch lebt, hat sie den richtigen Kelch gewählt, dadurch Unsterblichkeit erlangt und wird als neuer Gott verehrt. Pro-Tipp: Es ist immer der Kelch des Zimmermanns. Wenn wir die Zeremonienkammer erreichen, entpuppen sich Roy und Fida als Priester und Melina als die neue Göttin. Melina erzählt von ihrer Einsamkeit, wie endlos sich dieses eine isolierte Jahr hinzog und wie sie ständig Angst vor dem Tod hatte. Sie ist also nicht wirklich begeistert von dieser Zeremonie und schickt sich an, Roy und Fida zu töten. Fida begreift das nicht. Es sei doch toll, unsterblich zu sein. Doch Roy meint dagegen, dass sie es einfach nicht verstehen werden. Vermutlich, weil Melina jetzt eine Göttin ist und Sterbliche deren Beweggründe nicht nachvollziehen können. Ich finde Melinas Motiv ja recht einfach zu verstehen. Sie musste ein Jahr lang in einer dunklen Gruft sitzen, weil diese Dumpfnasen hier einer Tradition frönen, die letztlich auch nur dazu da ist, Macht über andere zu erlangen. Roy und Fida gestehen sich noch fix ihre Liebe, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts und dann gehen sie ins Nichts. Ark nippt aus nicht näher bekannten Gründen selbst am Becher, Melina erwähnt, dass der Tod des Menschen irrelevant ist und schließlich erwachen wir wieder im Astarika der Gegenwart. Übrigens ist der Dialog mit Melina in der englischen Version noch einen Tick länger. Dort sagt Ark noch, dass Melinas Gesicht dämonische Züge angenommen habe und dass der Kelch das Innere, das zweite Gesicht des Menschen zum Vorschein kommen lässt. Keine Ahnung, warum das bei uns fehlt, denn den Aspekt mit dem dämonischen Gesicht ist nicht ganz unwichtig. Dämonen repräsentieren das Widernatürliche in Terranigma. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Mensch, der sich zum Gott aufschwingt, wieder der Natur handelt und gar nicht zu einem Gott, sondern zu einem Dämon wird. Ich habe für diese Stelle schon viele unterschiedliche Interpretationen im Internet gelesen, einige davon sogar ziemlich gut. Ich meine, dadurch, dass die Stelle sehr vage ist und für den Plot nicht weiter relevant, lädt sie natürlich auch dazu ein, dass man hier ein bisschen rumspinnen kann. Manche Leute denken, es handele sich hierbei um eine von Arks früheren Inkarnationen, die in einer fernen Vergangenheit lebte und dass es sich bei der lateinamerikanischen Melina um die Ursache des damaligen Weltuntergangs handelt, also quasi der damalige Beruga, gerade mit dem Verweis auf Unsterblichkeit und was daran schlecht sein soll und so weiter. Ich verbuche es trotzdem weiterhin unter Fantheorie, eine ziemlich gute zwar, aber es gibt für mich keinen so richtigen Beleg dafür. Ich betrachte diese Stelle in Astarika ein wenig simpler. Ich halte sie einfach nur für eine weitere Verdeutlichung für Ark, um ihm klarzumachen, in was für einem Konflikt er sich hier eigentlich befindet. Nämlich, Mensch, der sich für Gott hält, ist gleich gefährlich. Menschen, die Unsterblichkeit anstreben, ist gleich närrisch und selbstzerstörerisch. Ich finde in Astarika eigentlich eine ganz andere Frage spannend, nämlich, wenn das hier alles nur eine Illusion sein soll, wie kommt es, dass ich eine Rüstung und Geld aus meinem Traum mitnehmen kann? Naja, ein letzter Mondstein fehlt noch und das ist der von Eurasien, welche sich in der nun verseuchten Geisterstadt Neo-Tokyo befindet.
Als erstes fällt die veränderte Musik auf. Es ist das Lied der Untoten, das schon in Luran und Devota lief und das nun auch für immer durch Neo-Tokyo düdeln wird. Diese Musik bildet nun einen wahrhaft schaurigen Reigen der menschlichen Abgründe. Verfall, Verblendung, Vernichtung. Die Stadt wurde jedenfalls entvölkert und wieder ist Ark der einzige Mensch in einer zerstörten Welt. Beinahe wie ganz zu Beginn seiner Reise. Naja, nicht ganz. Im Polizeirevier findet Ark ein Funkgerät und empfängt den Hilferuf einer Überlebenden in den Abwasserkanälen unter der Stadt. Unser Held erkennt hier das zweite Gesicht der Zivilisation. Menschen leben nun in mehr Wohlstand, doch zum Preis von Abfall und Unrat. Darüber zu sinnieren bleibt allerdings keine Zeit, denn das kleine Mädchen wird von einem Löwen angegriffen. Ein Löwe in Japan in der Kanalisation? Ist wohl aus einem Zoo ausgebrochen. Na, das klingt aber nicht sehr wahrscheinlich. Nicht doch. Als Ark dem Löwen schließlich begegnet, beginnt dieser zu schnurren. Es ist Liam, der inzwischen zu einer echten Großkatze heranwuchs. Die beiden freuen sich, einander wiedergefunden zu haben, auch wenn Ark bedauert, dass er die Sprache der Tiere nicht mehr versteht. Das kleine Mädchen jedenfalls hält ihn für einen ziemlichen Abfahrer. Wie Liam nach Tokio kam, wird übrigens nur klar, wenn du dich zuvor, also noch vor der Katastrophe, etwas in der Stadt umgehört hast. Da kam nämlich heraus, dass einer der Händler unter Verdacht steht, exotische Tiere zu schmuggeln. Kein Einzelfall, wie wir noch sehen werden. Das ist auch gleichzeitig die Bestätigung, dass die Menschen wirklich das Paradies der Tiere fanden und plünderten. Warum dieses kleine Mädchen Berugas Angriff überlebte, wird leider nicht offenbart. Es gibt aber auch nur zwei sinnvolle Erklärungen dafür. Entweder gehört sie genetisch irgendwie zu den besseren Menschen, die es laut Beruga verdient haben zu leben, oder aber der Mondstein in ihrem Besitz hat eine schützende Wirkung. Diesen überlässt sie nun Ark und Ark überlässt sie seinem Löwen. Nom nom nom. Naja gut, eigentlich weist er Liam an, das Mädchen zu beschützen, bis die Rettungsteams aus anderen Teilen der Welt eintreffen. Und das hier ist leider das letzte Mal, dass wir Liam treffen können. Bleibt nur zu hoffen, dass ihn die Leute, die das Mädchen retten kommen, auch gut behandeln. Die 5 Mondsteine müssen in eine ganz neue Gegend gebracht werden, in die Antarktis, dem oft vergessenen 6. Kontinent. Die Antarktis nimmt in Terranigma eine kleine, aber besondere Rolle ein, denn immerhin ist es der einzige Kontinent, der nicht am Anfang aus den Tiefen des Meeres zurückgebracht wurde, was im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Landmasse nie unterging. Hier findet Ark eine kleine, staubige Gegend namens Dürretal, ein lang verschollener Friedhof. Man nennt diese Gegend auch richtigerweise das Heldengrab. Nach dem Einsetzen der Mondsteine in die verschiedenen Altäre steigt eine Seele aus einem der Gräber auf. Die Seele vom Ark aus der Oberwelt. Und ab hier lässt uns Terranigma wahnsinnig viel Spielraum zur Interpretation, also legen wir mal los. So wie ich das sehe, sind dies hier die Gräber der vergangenen Arks oder zumindest ihrer Körper. Denn die Seele des Helden kehrt ja immer wieder neu auf die Erde zurück, wenn er gebraucht wird. Wie wird der Held gerufen? Anscheinend durch das Ritual mit den 5 Mondsteinen. Deswegen ist es auch eine alte Legende in Lhasa. Die haben eben Ahnung davon, von diesem ganzen Wiedergeburtskram. Man könnte also davon ausgehen, dass es zum Beispiel die Aufgabe des Dalai Lama ist, den Helden zu beschwören. Nun ist es allerdings ein Held aus der Unterwelt, der den Helden der Oberwelt beschwört, und plötzlich haben wir 2 Helden in einer Welt, die schon wieder erstanden ist. Nicht zu vergessen, dass unser Ark den üblichen Weg des Helden, nämlich zu sterben nach der Erfüllung seiner Pflicht, nicht gegangen ist. Dies führt nun zu einer Zeit, einem Zustand, der nicht sein darf und doch ist, die 13. Stunde. Ungeachtet der Tatsache, dass Ark zwar versuchte, stets für das Gute zu kämpfen, so kommt er dennoch aus der Unterwelt und hat ein Monster wie Beruga auf die Erde losgelassen. So kündigt der Oberwelt-Ark an, sein Gegenstück vernichten zu müssen, doch mit dem Wink, dass er wiedergeboren würde. Einige Zeit später, wie viel später wird nicht genannt, sehen wir Ark als Säugling in der Obhut Melinas. Und nein, es ist nicht Melinas Kind, auch wenn das ulkig wäre, würde er sein eigener Sohn sein oder sowas. Sie hat den Knaben lediglich im Wald gefunden und mit nach Stockholm genommen. Man beachte, dass hier ein Wesen der Unterwelt in der Oberwelt wiedergeboren wird, denn etwas veränderte sich an Ark. Achten wir nochmal darauf, was bei der Todesszene passierte. Die Seele von Oberwelt-Ark
drang in den Leib des Unterweltlers ein. Und wie lautet der Name des Kapitels? Licht und Schatten. Licht und Schatten-Arc sind verschmolzen und wurden als ein Held wiedergeboren. Der wahre Held, wie er von nun an mehrfach genannt wird. Das wird gegen Ende des Spiels noch deutlicher, wenn Oberwelt-Arc zum Unterwelt-Arc spricht und sagt, sie mögen nun beide wieder in ihre Welten zurückkehren, was ja bedeutet, dass Lichtbubi hiermit anwesend ist. Arc ist jetzt jedenfalls ein Baby, vermutlich für ihn auch mal ganz entspannend, keine Verantwortung tragen zu müssen. Doch als Melina das Zimmer verlässt, betritt Melina das Zimmer. Unterwelt Melina. Und diesmal ist es ausnahmsweise keine Illusion von Meilin. Sie verschleppt den Säugling in den Keller des Hauses und bekommt die Anweisung, das Kind zu töten, von unserem langjährigen Gefährten Fluffy. Melina, die keine Ahnung hat, was das hier alles soll, zögert und das ruft erst die andere Melina und dann Kumari per Telepathie auf den Plan. Es ertönen die Stimmen der Repräsentanten aller Wesen, denen Arc im Laufe seines Lebens half. Kumari spricht für die Menschen, Sonnenbaum Ra für die Pflanzen, Liam der Löwe für die Säugetiere und Dumba für die Vögel. Alle rufen sie nach dem Helden, da sich die Menschheit unter dem Einfluss von Beruga und damit der Unterwelt auf dem falschen Weg befindet. Und somit wird die Beschwörung, die am Grab des Helden begann, nun hier in Stockholm vollendet und der wahre Held erwacht. Licht und Schatten-Arc sind eins und können ihr Schicksal frei bestimmen. Eine ironische Verdrehung des bisherigen Ablaufs. Der die Welt erweckte, ist nun der Letzte, der noch erwachen muss. Und es ist nun die Welt, die ihm diesen Dienst erweist. Und passende Kleider wachsen gleich mit. Fluffy zeigt nun endgültig sein wahres Gesicht. Er erhielt vom Ältesten von Christa den Auftrag, Arc zu beseitigen, damit die Welt in die Hände des Auserwählten der Schattenseite fällt, Beruga. So ist der Wille Ragnaras, den die Menschen auch Teufel nennen. Melina wurde zu demselben Zweck in die Oberwelt gesandt, doch anders als Fluffy verweigert sie den Gehorsam, was den Verräter in Pink dazu bewegt, selbst tätig zu werden. Bevor es dazu kommt, wirft sich Unterwelt Melina dazwischen und opfert sich, um Fluffy loszuwerden. Und der Spuk ist vorbei. Fürs Erste. Reden wir mal über Fluffy. Ich werde in Bezug auf ihn in einer männlichen Form sprechen, auch wenn er eigentlich geschlechtslos erscheint. Das hat keinen tieferen Grund, ich finde es nur irgendwie komisch, bei einem vernunftbegabten Wesen von S zu reden. Jedenfalls, vielleicht ist euch aufgefallen, im bisherigen Video spielte Fluffy keine wirklich große Rolle. Das liegt einfach daran, dass ihn die Autoren so wenig eingesetzt haben, zumindest für wirklich wenig Wichtiges. Dafür, dass er im Grunde die gesamte Handlung erst in Gang bringt, taucht er zum Beispiel bei Arcs Reise durch die Unterwelt ziemlich selten auf. Um genau zu sein, nur ein einziges Mal, nämlich bei seiner Befreiung aus der Kiste. Das nächste Mal, wenn sich Fluffy zu Wort meldet, ist bei der Ankunft auf der Oberwelt, wo er dem Helden quasi nur sagt, auf ans Werk. Ich habe mal nachgezählt. Fluffy hat im gesamten Spiel 16 Auftritte vor seinem Verrat. Davon sind etwa 5 wirklich für die Handlung relevant. Der Rest sind so diese typischen zweckmäßigen Expositionsdialoge à la Such diesen Gegenstand oder Als nächstes geht es dort weiter. Oder mein Favorit, wenn in China ein Sack Reis umkippt, sind die Metallpreise in Amerika gesunken. Die einzig wichtigen Fluffy-Szenen sind sein Erscheinen, seine Kenntnisse in Berugas Labor und die Szenen, wenn es um Melina geht. Bei Fluffys Urauftritt scheint es zunächst nur um Exposition zu gehen. Doch wenn du genau darauf achtest, kannst du hier schon seine erste fette Lüge entlarven, nämlich, dass Arc für die Vereisung von Christa verantwortlich sei. Erinnern wir uns? Arc öffnet die Tür, die Einwohner erstarren und Fluffy und der Älteste sagen, Arc müsse die Türme absolvieren, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Aber ist dem wirklich so? Wenn du dich an der Stelle mit der blauen Tür beharrlich weigerst, sie aufzubrechen, du musst es zweimal ablehnen, dann werden eben Arcs Mitbewohner von der Tür verschlungen und vereist. Die Truhe wirkt diese Magie also ganz unabhängig davon, ob Arc sie öffnet oder nicht. Es wird also klar, dass diese Tragödie nur passiert, um Arc eine Verantwortung aufzubürden, die gar nicht seine ist. Aber Fluffy lässt es so aussehen, als wäre es die Schuld von Arc, um die Sache mit den Türmen anzuleiern. Dann ein großer Sprung zu der Stelle in Berugas Labor.
Fluffy kennt Berugas Computer und erkennt vor allem sein Passwort. Dass er so direkt wie hier unterstützend eingreift, zeigt, wie nah Fluffy seinem wahren Ziel ist, nämlich der Erweckung Berugas. Er zeigt aber auch Arks bedingungsloses Vertrauen zu seinem Begleiter. Es fällt ihm zwar auf, dass es seltsam ist, dass Fluffy den Zugang kennt, aber er stellt es nicht weiter in Frage. Und nun die Melina-Szenen. Hier erkennt man erst im Nachhinein, was es damit auf sich haben könnte. Wenn man sie das erste Mal sieht, würde man es für kumpelhaftes Stänkern zwischen zwei Gefährten werten. Doch ich glaube, hier geschieht noch etwas mehr. Bei der ersten Szene geht es darum, dass Ark frustriert von Oberwelt-Melina ist, da sie zwar aussieht wie seine Freundin, aber sich eben doch ganz anders verhält. Fluffy streut hier Salz in die Wunde und nährt diesen Frust. Später, wenn sich Ark dazu bereit erklärt, die Prinzessin nach Amerika zu eskortieren, kritisiert Fluffy diese Entscheidung. Das kommt gerade in der englischen Version etwas besser raus. Und nachdem Melina sich dann wieder verabschiedet und Ark nach ihrem Verbleib fragt, ignoriert Fluffy dies komplett und lenkt davon ab. Nun wird auch langsam klar, warum. Fluffy möchte nicht, dass sich Ark und Melina zu nahe kommen, denn einen isolierten, menschenfremden Helden kann der Diener der Unterwelt besser manipulieren, steuern und zur Not auch wieder loswerden. Man sieht ja, was die Nähe zu anderen Menschen angerichtet hat. Ark hat nun Freunde, er hat Verbündete und sogar 2 Melina-Miezen auf seiner Seite. Und entgegen dem, was Fluffy beabsichtigt, ist das nun genau das, was ihm eine heftige Niederlage bei all seinen Plänen einhandelt. Der wahre Held erwacht, weil Ark Verbündete in allen Lebensformen fand. Plan B, der Melina-Mordkomplott, scheitert, weil Liebe. Und bald wird auch der Günstling der Unterwelt, Beruga, Fluffys oberstes Ziel also, ebenfalls scheitern, weil Ark durch seine guten Taten viele treue Freunde fand. Herzerweichend, Liebe und Freundschaft bezwingen alles. Ja, aber mal ernsthaft, was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass manche der Fluffy-Szenen nicht nur Fluff waren, sondern auch Substanz boten. Ich hätte mir nur gewünscht, dass mehr seiner Auftritte relevant wären. Der Name Fluffy existiert derweil nur in der deutschen Version und hier fällt es selbst mir schwer zu rechtfertigen, warum der ursprüngliche Name Yomi verändert wurde. Zu Japanisch? Das ist wie als würde man Yoshi umbenennen und daraus, keine Ahnung, Friedhelm machen. Friedhelms Island wäre sicher auch ein toller Spieletitel geworden. Der Begriff Yomi ist doppeldeutig zu verstehen. Einerseits bezeichnet es in der japanischen Mythologie das Land der Toten und dient hier daher als Verweis zur Unterwelt. Andererseits ist Yomi auch das Wort, das in der japanischen Übersetzung der Bibel für die christliche Hölle gebraucht wird, was wiederum auf die Verbindung zu Satan verweist. Wenn wir das Ganze noch weiterspinnen wollen, und hey, dafür sind wir ja hier, dann können wir noch die chinesische Yin-Yang-Lehre aufgreifen. Denn Yomi, das in China Huangqiang heißt, so wird das sicherlich ausgesprochen, ist der Ort, an den die Yin-Seelen gelangen, also die dunklen Seelen. Noch einmal kurz zurück zu Fluffy, der Figur in Terranigma. Am Ende des Spiels enthüllt uns Oberwelt-Fluffy sein wahres Wesen. Seine Spezies war die ursprüngliche Lebensform des Planeten Erde zu einer Zeit vor der Evolution. Aus diesen Wesen entstanden alle anderen. Fluffy lässt hier eine interessante Bemerkung über die Menschheit fallen, nämlich, dass sie sich nur noch auf Maschinen verlassen und vielleicht irgendwann wieder so aussehen werden wie er. Also dass uns der Fortschritt vielleicht eines Tages nicht mehr voranbringt, sondern eher zu unserer Rückbildung in eine primitivere Form führt. Nachdem das große Drama vorbei ist, enthüllt Melina das Geheimnis von Stockholm. Genau wie damals in Christa ist auch hier eine Kiste im Keller versteckt und dort liegt die Ausrüstung des wahren Helden. Hooray! Etwas ernüchternd finde ich, ja, aber meinetwegen. Die Terra-Lanze und der Enigma-Panzer, Title Drop. Melinas Eltern waren die Hüter dieser Artefakte und darum wurden sie überhaupt erst in all das hier hineingezogen. Dröseln wir mal den Weg der Verschwörung um Stockholm auf, anhand dessen, was wir wissen und was wir uns zumindest erschließen können. Columbo findet auf einer seiner Weltreisen einen Schatz, die Truhe mit den Waffen des Helden. Höchstwahrscheinlich entdeckte er das Dürretal, ich meine, wo sollen die sonst rumgelegen haben, und er muss die Bedeutung des Gesehenen verstanden haben, denn er beschloss, den Schatz zu verstecken. Er brachte den Fund nach Stockholm, da dieser Ort selbst schon praktisch unauffindbar ist, sofern du nicht die Hermesglocke besitzt. Wir wissen, dass der ehemalige Soldat Louis im Besitz dieses Gegenstands war und dass er die Glocke von einem Mann aus Spanien bekam.
Vermutlich Columbo, denn der musste ja auch irgendwie Stockholm finden. Womöglich gehörte Louis zu Columbus Mannschaft? Warum Louis die Glocke bekam, wird leider nicht erwähnt. Allerdings muss er anschließend nach Loire gegangen sein, wo er das Artefakt dem König übergab. Franzosen kann man halt nicht trauen, am I right? Man könnte sogar so weit gehen, dass die Verschwörer womöglich erst durch Louis überhaupt von Columbo und dessen Unternehmungen erfuhren. Und wer sind gleich nochmal die Verschwörer? Alle die, die auf alle Fälle einen geheimen Draht zur Unterwelt haben und Ragnarar dienen. König Olaf, Wong und Beruga. Olaf erhält also den Auftrag von Ragnarar oder zumindest einem der anderen Verschwörer, die Truhe mit den legendären Waffen zu finden. Columbo kehrte derweil nach Spanien zurück, um eine neue Expedition zu starten, wobei er die 3 spanischen Prinzen als Gefährten mitnahm. Dank der Hermesglocke marschiert Olaf in Stockholm ein und schlachtet die Bevölkerung ab. Die Truhe konnte er allerdings nicht finden. Die auffällige blaue Tür zum Keller konnte wohl unmöglich das Versteck sein. Unfähig, den Auftrag zu erfüllen, nimmt Olaf ein kleines Mädchen namens Melina aus Stockholm mit nach Frankreich, machte sie zur Prinzessin und hoffte ihr eines Tages das Geheimnis zu entlocken. Melina ist allerdings verstummt und ein fieser Adoptivvater scheint nicht zu reichen, um sie davon zu erlösen. Zeitgleich fällt Columbo bei der spanischen Königin in Ungnade, als er ohne ihre 3 Söhne zurückkehrt. Die Königin verfällt dem Wahnsinn, setzt Columbo fest und beginnt ihn zu quälen. Letzterer weiß, dass es bei seiner Gefangennahme nicht nur um den Tod der Prinzen geht, sondern dass er hier wegen des Schatzes des Helden schmort. Es drängt sich also der Verdacht auf, dass der Tod der Prinzen möglicherweise gar nicht auf seine Kappe ging, sondern dass das alles zu einem kalkulierten Plan gehörte. König Olafs Plan ist es derweil, jemanden zu finden, der die Prinzessin zum Sprechen bekommt und verkleidet dieses Vorhaben als Wettbewerb. Und zu diesem Zeitpunkt tauchen erst der von Wong gesandte Roy und anschließend Ark in Loire auf. Und wie es ab hier weitergeht, wissen wir schon. Nun hat Ark die oberweltliche Truhe der Pandora geöffnet und mehr als nur neue Waffen gefunden. Ein neuer Fluffy war auch gleich noch mit drin, der Fluffy der Oberwelt. Hey, toll, ich bin auf all die Interaktionen mit ihm zwischen seinem Debüt hier und seinem Abschied am Schluss gespannt. Erinnert mich etwas an die Stelle in Final Fantasy VII, als Cait Sith seinen großen dramatischen Abgang feierte, um dann augenblicklich von einem neuen Cait Sith ersetzt zu werden. Es entwertet den Moment ein wenig, will ich damit sagen. Arks Welt wurde gerade auf den Kopf gestellt, als sich sein engster Vertrauter als Verräter entpuppt. Aber egal, vertrauen wir doch blindlings direkt dem nächsten Fluffelfluff. Quintet brauchte vermutlich einfach dringend noch einen neuen Fluffy, damit man das Interface der Truhe nicht ändern muss. Ark beschließt nun, sein neues Leben selbst zu bestimmen, indem er sich gegen die Mächte auflehnt, die ihn einst erschufen. Und der erste Schritt ist die finale Abrechnung mit Beruga. Ich kann es kaum noch erwarten. Das Finale steht an, kein Weg zurück mehr. Also reden wir doch erst noch ein wenig über Städtebau. Einer der spannendsten Aspekte an Terranigma war für mich immer die Entwicklung der Städte, die gleichzeitig auch den Fortschritt der Menschheit symbolisieren. Es ist einerseits ein erzählerischer Aspekt und andererseits ein pfiffiger Kniff der Entwickler, um die Bindung des Spielers zur Spielwelt zu vertiefen. Du redest mit allem und jedem mehrmals. Du besuchst die Städte häufiger, um zu sehen, wie sich deine Taten ausgewirkt haben. Du beginnst zu grübeln, welcher der Gegenstände in deinem Inventar welcher Stadt weiterhelfen könnte. Das ist im Grunde etwas, das wir erstmals schon in ActRaiser sahen. Dort hat jedes Land ein bestimmtes Erzeugnis hervorgebracht, das dann einem anderen Land dabei half, eine höhere Zivilisationsstufe zu erreichen. An einer Stelle in Terranigma brennt die Stadt Seeheim nieder. Das ist eine Referenz an den großen Brand von Chicago im Jahr 1871. Für mich ebenfalls eine Rückbesinnung auf ActRaiser und dessen Idee, dass manchmal erst etwas Altes zerstört werden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Hier muss erst ein Dörflein abfackeln, um dann als moderne Großstadt wieder aufgebaut zu werden. Du als Spieler hilfst beim Wiederaufbau, indem du Spendenbriefe auf der ganzen Welt verteilst. Die Verbundenheit zwischen den Nichtspielerfiguren und dem Spieler wird hierbei gestärkt, denn Terranigma sagt dir nicht, wer alles als Spender in Frage kommt. Du musst selbst darauf kommen und nachdenken, welche Leute im Laufe der Handlung zu Wohlstand kamen und diese dann aufsuchen. Bemerkt? Das Spiel bringt dich dazu, von dir aus über die Nebenfiguren nachzudenken.
Jede der 5 Städte, die dieses Simnigma mitmachen, repräsentieren einen anderen Aspekt menschlicher Tüchtigkeit. Loire zeigt, wie sich die Politik eines Landes auf Fortschritt und Wirtschaft auswirkt und wie wichtig der Austausch mit anderen Ländern ist. Hier kommt es massiv darauf an, für welchen Kandidaten du bei der Einführung der Demokratie stimmst. Terranigma stellt dich im Laufe der Handlung vor viele Entscheidungen, scheinbar, denn sie alle sind völlig belanglos und ändern rein gar nichts, außer diese Entscheidung hier. Diese eine hier hat weitreichende Konsequenzen. Zur Wahl als Volksvertreter stehen Jean und Louis. Wenn du Jean wählst, dann wird sich Loire entwickeln, was wiederum die Entwicklung der anderen westlichen Städte in Terranigma ins Rollen bringt. Wenn du für Louis stimmst, dann wird Loire der Ort bleiben, der es ist, nur eben ohne König, und es wird zu keinem nennenswerten Fortschritt kommen. Jeder von ihnen steht für unterschiedliche Möglichkeiten, einen Staat zu führen. Jean steht für freie Marktwirtschaft und Globalisierung. Louis vertritt den Sozialismus und wird als sehr konservativ beschrieben, wie auch immer diese Dinge zu vereinbaren sind. In Ahola geht es um das Thema Industrie, konkret um den Sprung von Manufaktur zur Massenproduktion. In eine ähnliche Kerbe schlägt Seeheim, doch statt Industrie mit dem Schwerpunkt Lebensmittelversorgung. Zunächst besteht Seeheim aus vielen Farmen. Später dominiert ein riesiges Fastfood-Unternehmen das Stadtbild und Landwirtschaft scheint irrelevant. Die Goldküste in Australien sieht als einzigen Weg für Wachstum den Tourismus. Hier ist die wichtigste Aktion der Bau eines Flughafens. Dies spiegelt die Entwicklung der realen Goldküste wider, die einen Flughafen bekam, dann einen wirtschaftlichen Boom erlebte und heute Australiens größtes Tourismusgebiet ist. Bleibt noch Liberita, dort wird die Verbindung zwischen Innovation und Lebensqualität betont. Licht, Kommunikation, Transport. Ohne diese Dinge ist eine globalisierte Welt nicht möglich. Dem ganzen coolen Fortschritt steht eine Kritik zum Umgang mit Mensch und Umwelt gegenüber. Das geschieht angenehm beiläufig und nicht zu aufdringlich, nicht aufs Auge gedrückt oder so. Die Hauptstory bleibt weiterhin präsent und alles, was du dir selbst darüber hinaus mitnimmst, bleibt dir überlassen. Terranigma fühlt sich also nicht so sehr wie Protest an, sondern eher wie ein melancholisches Aufzeigen von Ursache und Wirkung, bei dem du beide Seiten der Medaille sehen kannst. Nehmen wir die Wahl zwischen Jean und Louis. Du wirst von der Bevölkerung in beiden Fällen Pro und Contra hören. Pro Jean ist das Wachstum, ganz klar. Der Einzelne kann zu Wohlstand kommen. Reiche Gönner fördern Künstler, der lokale Arbeiter wird zum riesigen Dienstleister. Verschiedene Produzenten bedienen verschiedene Konsumenten. Beispielsweise gibt es nun ein Kleidergeschäft für die Reichen und eines für den Durchschnittsbürger. Doch Terranigma deutet auch die Nachteile dieser globalisierten Welt und damit Jeans Politik an. Der Respekt vor der Natur verschwindet aus den Köpfen der Menschen. Spätestens, wenn die Tiere aus ihrem Paradies gerissen und in den Zoo verfrachtet werden und der Königsvogel höchstpersönlich weinend im Käfig eines Schmugglers seinen Lebensabend fristet, dann verstehst du, dass sich die Menschen, aus Liams Sicht zum Beispiel, auf dem falschen Weg befinden. Der einzelne Mensch wird zu einem gesichtslosen Niemand in der Großstadt und Einheimische fühlen sich zwischen den vielen Touristen nicht mehr wohl. Sie verkriechen sich in ihre Häuser, schauen nur noch fern. Die Zahl der Kinder im Kinderheim ist gestiegen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es nun allgemein mehr Menschen gibt. Auch die Frage, ob Reichtum glücklich macht, spielt eine Rolle. Der Künstler malt nun nicht mehr, was er selber möchte, sondern ist nur noch mit Auftragsarbeiten beschäftigt und so weiter und so fort. Schauen wir uns dagegen an, was unter Bürgermeister Louis passiert bzw. nicht passiert. Unter Louis bleiben die Tiere frei, weil der moderne Mensch nicht bis nach Zentralafrika vordringt. Es wird nur so viel produziert, wie auch gebraucht wird. Es gibt also nur ein Kleidergeschäft in Loire und die beiden Näherinnen geraten nicht in Konkurrenz, da nun alle Bürger gleich viel besitzen, es also keine Einteilung in Arm und Reich gibt. Gegen Louis sprechen jedoch die vielen Stimmen, die das Leben als fad und eintönig unter der sozialistischen Gleichmacherei empfinden. Den Menschen fehlt der Anreiz, ihre Produkte weiterzuentwickeln oder neue Dinge zu erfinden. Außerdem wird die Welt nie verbunden. Wenn Seeheim abbrennt, dann kann Loire unter Jean beim Wiederaufbau helfen. Ist Louis dagegen der Bürgermeister, dann war's das für Seeheim. Die Stadt bleibt in Trümmern, denn Loire ist nur ein Dorf in der französischen Provinz und kann nicht viel machen.
So ähnlich ist dieser fehlende Einfluss dann auch bei den meisten anderen Städten. Lediglich Liberita wird so oder so die höchste Entwicklungsstufe erreichen. Der amerikanische Traum lässt sich nicht aufhalten, schon gar nicht von den faulen Franzosen. Wir sehen also, Quintet war darum bemüht, nicht nur den Konflikt zwischen Licht und Schatten zu thematisieren, sondern auch die weitreichenden Konsequenzen zwischen politischen Ideen. Reiko Takebayashi, eine der Autorinnen von Terranigma, sagte in einem Interview sinngemäß: Beim Schreiben der Szenarien hatte ich immer diese Dualität im Sinn. Ich wollte, dass sich die Spieler selber fragen, ob es zum Beispiel wirklich richtig ist, diese Stadt zu entwickeln, wenn es den Lebensraum jener Vögel dort zerstören wird. Es wird also klar, dass es nicht die Intention war zu sagen, was richtig und was falsch sei, sondern unterschiedliche Wirkungen auf scheinbar kleine Ursachen zu demonstrieren. Du selbst als Rezipient musst dann entscheiden, ob eine fortschrittliche, globalisierte Welt den zu zahlenden Preis wert ist. Betrachtet man Terranigma aber nur als Spiel, als reines Spiel, dann ist für dich als Spieler natürlich der Genreweg interessanter, weil eben mehr passiert und du mehr in den Fortschritt der Menschheit eingebunden wirst. Apropos Fortschritt, einer, dem dieses Thema sehr am Herzen liegt, ist Beruga und dem widmen wir uns nun wieder. Ark macht sich auf den Weg nach Sibirien, um mit Beruga abzurechnen und erhält dort Unterstützung von einigen alten Bekannten. An der Spitze des Turms liegt Berugas Luftschiff vor Anker. Eine Festung für sich, die nur die kampferprobtesten Helden betreten, also Ark, Feeder und Roy. Gemeinsam kämpfen sie sich durch diese letzte Bastion und legen dabei Zeitbomben, um den Feind der Lichtwelt in jedem Fall zu erwischen, auch wenn es ihr eigenes Ende bedeuten könnte. Beruga kann darüber nur lachen. Nicht er sitzt in der Falle, sondern wir, denn er hat Raketenstiefel. Okay, jetzt bin ich neidisch, ich will auch Raketenstiefel. Berugas Angeberei bezüglich seines Genies nimmt nun eine ironische Wendung, als er plötzlich vom Propeller seines Luftschiffs angezogen wird. Nicht Ark und seine Mitstreiter sind sein Untergang, sondern seine eigenen Maschinen. Und das ist eigentlich ein größerer Triumph für Ark, als wenn er selbst gegen Beruga hätte kämpfen müssen. Die Verbündeten des Helden sind lebende Wesen, die ihm bis zum Schluss die Treue halten und auf die er sich verlassen kann. Naja, für Feeder zumindest. Dass er Roy so einfach vertraut, ist mir persönlich etwas zu plötzlich, doch das Problem hatte ich ja schon bei Fluffy 2. Berugas Verbündete hingegen sind leblose Objekte, die sich nicht darum kümmern, wem sie dienen und wen sie verletzen. Das perfekte Icarus-Ende für den Wissenschaftler. Er flog zu nah zur Sonne. Dabei war es nur die Sonne der Unterwelt. Doch nun, da sich der zu Konfetti geschredderte Beruga in der Erdatmosphäre verteilt, was wird aus unserem Trio mit der vielfältig gefärbten Haartracht? Müssen nun alle sterben? Nicht ganz. Eine Möwe besucht das abstürzende Schiff und könnte theoretisch eine Person retten. Statt diese Person auszuknobeln, drängen sowohl Roy als auch Feeder Ark dazu, zu fliehen. Es ergibt schon Sinn, dass gerade diese zwei kein Problem damit haben, sich zu opfern. Mit dem Tod Berugas haben beide ihre Lebensaufgabe erfüllt. Feeder lebte nur dafür, Melina zu beschützen. Da nun alle Verschwörer von Stockholm tot sind, braucht Melina keinen weiteren Schutz. Roys Ziel im Leben war die Rache an den Dienern Ragnaras, und diese Rache wurde ausgeführt. Somit flieht unser Held und verliert dabei leider zwei seiner Freunde. Berugas Luftschiff stürzte über Südamerika ab, und zwar genau auf dem Erdspalt, durch den Ark, der einst zur Oberwelt kam. Die Explosion hat den Weg nach unten geöffnet, danke Beruga, und so heißt es für den Helden nun Abschied nehmen vom Licht. An der Pforte nach unten steht ein alter Bekannter, Columbo. Darum wurde die Region ja auch später Kolumbien genannt. Irgendwie warst du am Ende gar nicht mehr so relevant, du Wichtigtuer. Von wegen, ich offenbare mein Geheimnis nur dem wahren Helden, hab das alles längst selbst rausgefunden. Zurück in Christa scheint zunächst alles beim Alten zu sein. Doch irgendwie bekommt die Heimkehr einen gruseligen Touch. Die Bewohner stehen alle wie erstarrt in der Gegend rum. Niemand ist mehr aktiv, so als ob in der Unterwelt einfach rein gar nichts passiert wäre. Wozu auch? Die Dörfler haben ihren Zweck, den Ragnara ihnen am Anfang des Spiels andachte, erfüllt. Nun nehmen sie die Formen von Seelen an und beginnen Ark zu attackieren. Die kleinen Kügelchen, die Ark einstmals so halfen, betrachten ihn nun als Fremdkörper, als Eindringling. Denn wir kehren ja nicht einfach als Unterweltbewohner zurück, sondern als Licht-Schatten-Zwitter.
Und als dieser wahre Held weiß er natürlich, was er nun zu tun hat. Er rammt den blöden Bällchen in den Krug an, Nüschel, bis sie explodieren. Dude, die Seelen von Kindern mit Kohl vernichten. Die perfekte Metapher für dieses widerliche Gemüse. Nach all den Abenteuern trifft Ark den Ältesten von Christa wieder. Dieser lobt Ark für das, was er erreichte, doch betont er ganz klar, dass sein Zögling mehr erfuhr, als er eigentlich sollte. Etwas Ähnliches hören wir auch von einer ominösen Stimme, die durch Christa erklingt und die damit stänkert, dass unser Held ohne sein Wissen viel glücklicher wäre. Das mag vielleicht sogar stimmen, aber es spiegelt noch einmal den Konflikt zwischen Licht- und Schattenseite. Ähnlich wie Beruga das konzeptionelle Gegenteil Arks ist, so ist der Älteste das konzeptionelle Gegenteil von Lord Kumari. Dieser steht für Wissen und Erleuchtung, während die Macht des Dorfältesten in Ignoranz und Unwissenheit liegt. Beide begeben sich ins Zentrum der Unterwelt, in die Sonne der Unterwelt, um genau zu sein. Das ist diese Kristallkugel, von der ich in Teil 1 sprach und die wir über uns in der gewölbten Unterwelt sehen. Schließlich kommt es zum großen Finalkampf gegen Agarak und Ragnara. Moment, wer? Von Ragnara haben wir schon häufiger mal gehört, aber Agarak? Sind das zwei unterschiedliche Wesen oder eigentlich dasselbe Monster? Ist der älteste Agarak und dient nur Ragnara? Immerhin redet die Stimme davor ja davon, nun in wahrer Gestalt zu streiten, daher der Gedanke. Okay, das hier ist vermutlich eine der meistdiskutierten Sachen in Terranigma, besonders in der deutschen Spielegemeinschaft. Eine dieser Fragen können wir recht einfach beantworten. Agarak und Ragnara sind dasselbe Wesen, nur in unterschiedlicher Gestalt. Sowohl in der englischen als auch in der japanischen Version werden beide Bosskämpfe als gegen Dark Gaia deklariert. Warum man bei uns den beiden Formen unterschiedliche Namen gab, weiß ich nicht. Vielleicht weil das Wörtchen Dark zu englisch ist und dunkle Gaia nicht gut genug klang. Lasst uns also von nun an nicht mehr von Ragnara, sondern von Dark Gaia sprechen. Einfach weil es für diese Argumentation hier einfacher und richtiger ist. Sorry Claude, aber wie schon bei Mayho müssen wir uns manchmal ans Original halten. Nun zur eigentlich schwierigen Frage. Wer ist der Weise? Ist er selber Dark Gaia oder nur einer seiner Diener wie Beruga und Co.? Ich nehme schon mal meine Antwort vorweg und erläutere dann. Ja, der Weise ist Dark Gaia. Es stimmt, dass es nirgends im Spiel konkret so gesagt wird, aber einige der Dialoge lassen darauf schließen. Das war der Plan des Weisen, Ragnaras Plan. Die englische Fassung ist da stellenweise sogar noch deutlicher. Natürlich kann man dem entgegenhalten, dass das ja nur die deutsche und die englische Übersetzung sind und die sind ja mitunter auch schwammig. Nun, ich kann zwar kein Japanisch, um meine Behauptungen mit Textboxen aus dem Original zu belegen, doch reichen vielleicht auch die verschiedenen Thematiken zur Unterstützung, die ich im Laufe des Videos versucht habe zu erläutern. Der für mich eindrücklichste Hinweis dafür, dass der Weise Dark Gaia ist, dass es kein Oberwelt-Ebenbild des Weisen gibt. Nein, auch nicht Kumari, der ist nur das thematische Gegenstück, aber nicht das leibhaftige. Alles andere in Christa ist eine Kopie von etwas aus der Oberwelt. Die Einwohner, Ark, Melina, Christa selbst, sogar Dinge wie Fluffy und die Truhe. Nur eines ist hier keine Kopie. Könnte der Weise also eine Schöpfung Dark Gaias sein? Nein, denn Dark Gaia kann nicht selber erschaffen. Das ist eines der wichtigsten Themen in Terranigma. Die Schattenseite kann nur imitieren. Darum besteht die ganze Unterwelt so symbolisch aus Kristall. Sie spiegelt. Darum sind die Dämonen immer jeweils verdorbene Abziehbilder der eigentlichen Lebewesen der Oberwelt. Darum kann ja auch ein Beruga, selbst mit der Macht von Dark Gaia, kein neues Leben erschaffen. Er kreiert höchstens Parodien des Lebens. Daher kommen auch die christlichen Ideen in diesem sonst eher buddhistisch geprägten Spiel. Dark Gaia ist eine Anlehnung an Satan, ein mächtiges Wesen, das den Menschen manipuliert und verdirbt und das in der irdischen Welt sein Dasein fristet. Darum ist Berugas größte Schwäche ja sein Hochmut, denn Stolz wird in der Bibel als die stärkste Waffe des Teufels beschrieben, um den Menschen zu kontrollieren. Gaia, also die Gottheit der Oberwelt, sehen wir hingegen nie, denn sie repräsentiert den Himmel, da Gaia die Erde. Und ebenso wie bei Jahwe und Luzifer ist die Hackordnung recht klar. Luzifer selbst ist nur eine Schöpfung, die höher strebt, als ihr zusteht und somit auf die falsche Bahn gerät. Ich denke, diesen Gedanken, dass der Gott des Bösen sozusagen geringer ist, sehen wir auch im Design von Dark Gaia.
Es ist nicht seine wahre Gestalt. Es ist ein Körper aus Kristall mit einer Art Maske als Gesicht. Und in seiner Mitte ist nichts anderes als eine einfache Seele. So ähnlich haben wir das auch schon bei Dark Gaia in Illusion of Time gesehen. Dort war es auch eine ganz einfache Seele, umgeben von der wuchernden Biotechnologie. Und hier ist es eine ganz einfache Seele, eingekapselt in Kristall. Wird der Kristallkörper zerstört, geht es in die finale Schlacht gegen die Seele der Unterwelt selbst. Denn wie wir schon im Intro gehört haben, besitzen die Welten jeweils eine eigene Seele. Darum strahlt dieser Boss auch wie die Sonne der Unterwelt. Und nun ist Sonnenuntergang. Im Anschluss gibt es noch ein paar kurze Abschiedsgespräche mit Oberwelt-Ark, mit Gaia und mit Fluffy 2. Gaia informiert darüber, dass Ark die Welt gerettet hat, aber dass es ohne Dark Gaia keine Unterwelt geben kann und sich diese daher auflösen wird. Eigentlich logisch, wenn die Seele eines Lebewesens seinen Leib verlässt, dann beginnt dieser sich aufzulösen. Er verwest. Wir haben die Seele der Unterwelt zerstört und so muss sich nun auch nach und nach diese Welt, also ihr Leib, auflösen. Es hat bereits begonnen. Das Gemüse auf den Feldern verdirbt. Der Bach enthält keine Fische mehr. Die Kristalle und damit alle Magier sind verschwunden. Im Teich, der die Zukunft zeigen soll, spiegelt sich niemand mehr. Es gibt keine Zukunft für die Bewohner der sterbenden Unterwelt. Sogar der sprechende Kürbis ist verstummt. Ark selbst nimmt das traurig, aber gelassen hin. Für ihn wurde die Welt ohnehin nicht gerettet. Wie ein Kriegsveteran, der heimkommt, wie ein Hobbit, der in Mordor war, so kann auch Ark nicht einfach wieder in sein altes Leben zurückkehren. Er weiß zu viel. Er hat sich zu weit über den Tellerrand gewagt. Wie Dark Gaia schon sagte, er könnte ohne sein Wissen viel glücklicher sein. Aber Ark ist nicht mehr die Marionette der dunklen Macht, sondern das, was die Menschen einen Gott nennen. Und er hat das Gleichgewicht hergestellt. Das Gleichgewicht. Das ist so eine Sache, die mich immer ein wenig gewundert hat. Ich meine, wir haben eben die Schattenseite zerstört. Müsste es jetzt nicht ein Ungleichgewicht zugunsten des Lichtes geben? Es sei denn, also so erkläre ich es mir jetzt, dass die Menschen ohnehin die Wahl zwischen Gut und Böse haben und es war Dark Gaias Einfluss, der für ein Ungleichgewicht sorgte. Und jetzt, wo Dark Gaia zerstört ist, ist es wieder im Gleichgewicht, denn Gaia, also die Lichtgottheit, scheint sich ja nicht am Tun der Menschen groß zu beteiligen. Das heißt, das war nicht wirklich ein Einflussfaktor. Sorry, das ist die beste Erklärung, die mir dazu einfällt. Und dann gibt es noch eine weitere Konsequenz für Arks Tun. Ohne Unterwelt gibt es keinen Ort mehr, an dem Seelen versiegelt werden können, falls es doch nochmal zur Katastrophe kommt. Das heißt, kurz gesagt, das hier ist absolut der letzte Erdenzyklus. Wenn es die Menschen jetzt nochmal versauen und zum Beispiel einem falschen Propheten wie Beruga folgen, dann war's das. Es wird keine Arche mehr kommen, die der Welt eine zweite Chance gibt. Und passt das nicht irgendwie sehr gut zu dieser unterschwelligen Umweltbotschaft von Quintet? Liebe Menschen, passt doch mal ein bisschen auf, was ihr mit der Erde anfangt, denn es gibt keine zweite Chance. Ark legt sich ein letztes Mal zur Ruhe und löst sich mit seinem bisherigen Leben auf. Na, nicht ganz. Er wird in Gestalt einer Möwe wiedergeboren, einem jener Tiere, die ihm auf seiner großen Reise mehr halfen als alle anderen. Ja, sogar mehr als du, Kamensky. Wir als Europäer betrachten die Möwe ja meist als ordinäres Federvieh mit einer hässlichen Stimme. Doch die Japan-Möwe, denn so eine soll Ark hier sein, wird bei unseren Freunden auf der Manga-Insel schon gern gesehen. Bei weitem nicht so ein heiliges Tier wie der Kranich oder der Reiher, aber das ist ja auch Teil von Arks Belohnung. Die große Last der Verantwortung fällt von ihm ab und nun kann er ein ganz normales Leben als ein ganz gewöhnlicher Vogel fristen. Die Japan-Möwe ist zudem ein Zugvogel und daher auch ein Symbol für Freiheit und Reiselust. Nach dem Abspann sehen wir noch eine letzte Szene in Stockholm. Melina sitzt allein daheim, als es an der Tür klopft. Ich denke, es ist klar, dass Ark die Möwe zu ihr kam. Die Musik von Christa erklingt, so als wolle Terranigma uns sagen, der Held ist endlich zu Hause angekommen. Diese Stelle wurde bewusst von den Autoren offen gelassen, damit sich der Spieler selbst überlegen kann, wie es nun für die Charaktere weitergeht.
Tomoyoshi Miyazaki, der Chef-Game-Designer von Quintet und leitender Autor Terranigmas, erwähnte in einem Interview, dass dieses Ende für ihn mit Arks Entscheidung zusammenhängt, als es darum geht, welche Melina er liebt. Eine Auswirkung hat diese Entscheidung innerhalb des Spiels leider rein gar nicht, aber laut Quintets Oberguru könne man es so auslegen, dass, wenn Ark Oberwelt Melina liebt, er nun bei ihr bleibt und nicht länger einsam ist. Oder, wenn er sich für Melina Underground entschied, er sich hier verabschiedet und dann auf die Suche nach seiner wiedergeborenen Melina macht. Letztlich soll sich aber jeder sein eigenes Wunschende für Ark überlegen. Und damit endet auch dieses viel zu lange Video über Terranigma. Zeit für den Abschied vom Quintett. Lasst mich darum zum Abschluss nochmal auf eine Frage zurückkommen, die ich anno 2014 im Prolog dieser Videoreihe gestellt habe, nämlich: Sind die Spiele an sich untereinander als Fortsetzungen geplant? Also spielt ActRaiser vor Illusion of Time? Wurde der Hund Turbo wirklich erst als Gubbelhoff und dann als Deppy wiedergeboren? Und wenn Blazer sich durch das Labor von Dr. Leo kämpft, sind das vielleicht schon Prototypen von Berugas Kampfmaschinen? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Nein, nicht einmal diese Trilogie hier spielt meiner Meinung nach in derselben Kontinuität. Ich weiß, dass es ein paar Referenzen innerhalb des Quintetts gibt, der Hund, der immer wieder auftaucht, ein Soul Blazer Boss in Illusion of Time und nicht zuletzt Dark Gaia als Finalboss sowohl bei Time als auch Terranigma. Für mich sind diese Referenzen aber eben genau einfach nur das, Referenzen. Die inhaltlichen Zusammenhänge in den Geschichten der Spiele sind zu dünn, um mich zu überzeugen, dass diese Spiele echte Fortsetzungen voneinander sind. Die Hintergrundgeschichte dieser Dark Gaia ist doch eine völlig andere als die dieser Dark Gaia. Die Grundidee beider sind verwandt, aber da hört es auch schon auf. Wenn die Spiele für sich als Quellen also nicht ausreichen, um eine befriedigende Antwort zu geben, dann ziehen wir nun die Entwickler als Quellen zu Rate und schauen uns an, wie die Spiele entstanden. Die großartige Internetseite, die all die Interviews mit Quintet-Mitarbeitern aus japanischen Zeitschriften sammelte und übersetzte, verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Die Inspiration für Quintets Werke waren rundenbasierte Rollenspiele wie Dragon Quest. Miyazaki warf während seiner Arbeit an ActRaiser die rhetorische Frage auf, warum Leute es in Spielen wie Dragon Quest mögen, immer wieder die gleichen Monster zu bekämpfen. Antwort: Weil sie es lieben, ihre Figuren aufzuleveln und immer stärker werden zu sehen. Diese Idee, Wachstum ist Motivation, hat Quintet adaptiert. Das Wachstum der Spielfigur findet zwar auch statt, aber viel wichtiger ist, dass dein Spielfortschritt an das Wachstum der Spielwelt gekoppelt ist. ActRaiser war ursprünglich als reines, typisches JRPG geplant gewesen. Erst als man sich intern fragte, wie man auf dieser neuen Konsole, dem SNES, ein Debüt hinlegen könnte, das auch direkt Eindruck hinterlässt, wurde das Spiel auf den letzten Drücker nochmal umgeschmissen und ein Action-RPG draus gemacht mit einem Aufbaupart. Und es hat funktioniert. ActRaiser ist ein Spiel mit einer klaren, eigenen, genrebrechenden Identität, das es so kein zweites Mal, vor allem nicht in der damaligen Spielewelt gab. Soul Blazer fokussierte diese Grundidee noch stärker. Das Gameplay ist super stumpf, aber jede siegreiche Schlacht verändert die Spielwelt und lässt sie wachsen. Und ebenso wie bei ActRaiser wirkt das Wunder bei der Motivation, denn jedes noch so unbedeutende Unkraut ist nur deinetwegen hier und du willst immer weiter kämpfen, um zu sehen, was du noch alles wachsen lassen kannst. Bei Illusion of Time und ActRaiser 2 kam Quintet dann aber scheinbar in so eine Art kleine Identitätskrise. Zunächst einmal wurden beide Titel nahezu gleichzeitig entwickelt. Absoluter Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass Quintet keine große Firma war und man beide Spiele dennoch stemmte. Doch was hier noch bemerkenswerter ist, wie unterschiedlich bestimmte Aspekte gewichtet wurden. Illusion of Time konzentriert sich voll und ganz auf seinen Plot und vernachlässigt die Spielmechaniken. ActRaiser 2 setzt komplett auf Gameplay und reduziert seine Geschichte aufs nötigste Minimum. Terranigma ist schließlich des Quintetts Quintessenz. Die Idee, dass sich die Welt entwickelt, wenn du einen Abschnitt schaffst, ist stets präsent und wird abwechslungsreich untergebracht. Doch auch ein spaßiges Kampfsystem stand oben auf der Prioritätenliste. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Die Spiele wurden nie als zusammenhängende Reihe konzipiert. Es gab eine grundsätzliche Idee, wie man abseits der Action die Motivation der Spieler aufrechterhalten könnte.
Um diese Idee elegant zu integrieren, wurden Geschichten um Wiedergeburt geschrieben, und zwar für jedes Spiel an sich. Mit jedem wurde etwas anderes probiert und der Quintet-Katalog entwickelte sich. Die Spiele sind also thematisch und strukturell miteinander verwandt, aber bauen nicht storytechnisch aufeinander auf. Darum habe ich auch damals die Zelda-Reihe im Prolog als Beispiel genannt, deren Spiele ebenfalls nicht aufeinander aufbauen, mit ein paar Ausnahmen, bei denen es explizit dargestellt wird. Link in diesem Spiel ist nicht automatisch derselbe Link wie in diesem Spiel. Genauso ist diese Dark Gaia nicht automatisch auch diese Dark Gaia. Es ist lediglich zweimal ein ähnliches Konzept von denselben Entwicklern in unterschiedlichen Werken. Und damit endet nun auch für mich endlich diese lange Odyssee, die sich Quintet nannte. Wir haben uns ActRaiser geholt, wir haben in die Träume von Kakteen geschaut, wir haben Jugendabenteuer vertont, wir haben aus Gott einen Wrestler gemacht und wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, die sich Terranigma Review nennt. Ich will nicht behaupten, dass alles, was ich im Laufe dieser Reihe ermittelt und gedeutet habe, stimmt. Vielleicht lag ich sogar meilenweit daneben. Aber das ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Die Quintet-Spiele sollten uns als Spieler einerseits unterhalten, aber andererseits auch zum Nachdenken anregen. Und was soll ich sagen? Quintet, Mission erfolgreich. Ihr Abfahrer.